Moin, ihr Landratten. Moin zusammen. Da sind wir wieder. Hier ist Hamburg Hafen Live von der Dachterrasse beim Gin Hotel mit der Auslaufparade des 836. Hafengeburtstages. Ja. Habt ihr alle Bock? Habt ihr Bock? Ja! Habt ihr Bock? Ja! Und die ganze Streaming-Prominenz ist anwesend. Also natürlich mein geschätzter Co-Moderator Ben. Ja. Aber der bekannteste Trucker Deutschlands. Ja. Trotz Druckverlust hier. Keiner Druckverlust. Ja. Ich bin auch dabei. Er ist heute Mahlzeit. zuständig fürs Durchbeleidigen. Ja. Also wenn jemand aus der Reihe tritt, dann kümmert sich Rainer darum. Ich habe den Chat im Blick. Schön, dass du dabei bist. Auch dabei natürlich Schweißperle Thomas. Und komm mal. Schubst mich vor die Kamera. Ja, ja, du musst so ein bisschen so, ne? Thomas Fluggesellschaft. Viele von euch kennen die natürlich auch. Die, oder? Die. Achso, hallo. Die. Das ist nur eine Anzeige, aber da ist die Kamera. Ja, Thomas, schön, dass du da bist. Es macht sehr viel Spaß und toi toi toi. Es wird ein schöner Abend. Auf gute Bilder. Genau. Außerdem dabei Dennis von der Elbcam. Moin! Auch der, ja, den muss ich glaube ich auch nicht vorstellen, ne? Ich denke nicht. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß. Und natürlich unser Backoffice. Tanja ist da. Du darfst auch einen Schritt vortreten. Und dann kommt gleich der Titelcheck. Oh, Hatte ich jetzt bestellt. War das verkehrt? Nee, ne? nein. Alles gut. Und Kirsten. Und Kirsten ist natürlich auch da. Moment, da können wir noch mal hier Bild in Bild. Unsere guten Feen im Hintergrund. Und natürlich auch ein ganz besonderer Gruß an unsere Moderatoren im Chat, die auch heute wieder alles geben, um sich um alle Chatbelange zu kümmern. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr habt Lust auf ein Finale mit einer Auslaufparade, die seinesgleichen sucht. Und im Anschluss haben wir dann heute 3 Kreuzfahrer, die rausgehen. Und zwar ist das einmal die Amadea um 19:30 Uhr. Um 19:45 Uhr geht die Aida Prima raus. Und um 19 Uhr und um 20 Uhr die Aida Luna. Kann auch sein, dass ich Prima und Luna verwechselt habe, aber auf jeden Fall im Anschluss an die Parade 3 Kreuzfahrtschiffe. Und wenn die sich alle an den Zeitplan halten, wirklich geht das Schlag auf Schlag heute. Ja, das wäre doch schön. Das wäre wirklich schön, ja. Oh Ben, guck mal, das geht hier wieder mit Bildern los. Ist ein Träumchen, oder? Oh, Leute. Und vor allen Dingen das Licht steht dieses Mal auch schön. Ja, kommt ein bisschen tiefer, kommt ein bisschen mehr von hinten. Finde ich toll. Zur Auslaufparade nachher richtig klasse. Die ersten Schiffe fahren schon in Richtung Aufstellung. Auslaufparade startet natürlich hinten hinter der Elbphilharmonie und werden uns dann schön in Richtung Kamera entgegenfahren. Ja, zauberhaft. Freue ich mich drauf. Wir haben ja schon mal 2 tolle Tage hinter uns, die wir gemeinsam in der Sonne verbrutzelt haben. Ja Ben, wie hast du denn gestern erlebt oder überlebt? Ja, du, das war ganz schön warm. Ein bisschen, ne? Ich habe nur festgestellt, wenn man so ein Event macht, dass man hinterher irgendwie noch lange nicht schlafen kann. Also man hat irgendwie noch die ganzen Eindrücke, die man da zu verarbeiten hat. Zumindest ging mir das so. Es war ein Wochenende mit wenig Schlaf, aber schön. Wirklich schön. Ja, das ging mir ähnlich gestern Abend. Man war zwar völlig kaputt, aber man ist irgendwie so aufgedreht, dass man, man findet überhaupt keine Ruhe, ne? Ja. Ja, schön, dass ihr so zahlreich dabei seid. Ich meine, so ein Sonntagnachmittag, der ist natürlich auch ideal. Spätnachmittag, früher Abend. Und wenn wir da hinten mal hingucken, in der Ferne, da ist schon die Branddirektor Westphal. Da ist auch die Neue Werk. Von der Neue Werk erwarten wir heute viel. Und laut. Viel und laut. Tanja war eben noch mal bei der Neuwerk, bei dem Kapitän und hat noch mal persönlich darum gebeten, dass wir hier noch mal ein bisschen Show brauchen. Sehr geil. Ja, es ist ein bisschen windig heute, was eigentlich ganz angenehm ist, aber birgt natürlich auch die Gefahr, dass man nicht mitbekommt, wenn man verbrennt.
Wir haben noch ein bisschen Zeit. Offiziell geht die Auslaufparade um 18 Uhr los. Also ja, ihr könnt alle noch mal ganz easy euch einen Drink holen, noch mal eine Wurst auf den Grill schmeißen. Aber wir dachten uns, wir starten das Ding schon mal, dann können wir gucken, ob alles läuft. Genau, wir sind ja auch bestens versorgt mit Grill, Kaffee, was Schönes zu trinken. Wir grooven uns langsam so ein bisschen ein. Ja, ja. Was wäre Rainer ohne Kaffee? Stimmt, das wäre eine Vollkatastrophe. Nicht lebensfähig eigentlich. Nee, Ginge gar nicht. das war gestern schon grenzwertig. Ne? Es gab keinen Kaffee. Ja. Vom Gelände weg, erstmal Kaffee holen. Das nutzt nichts. Gestern war aber auch wild, Rainer, oder? Ja, ja, gestern war absolut. Ja. Ja, da haben wir die Alexander von Humboldt 2. Ich denke, jetzt werden wir über die Schiffe noch gar nicht so viel erzählen. Das machen wir, wenn sie machen wir dann, rauskommen, wenn es losgeht. Ne? Aber ich finde das eigentlich ganz schön, schon mal so, ja, auch das Aufstellen mitzunehmen. Ne? Dann groovt sich das alles schon mal so ein klein bisschen ein. Hier unten hat auch gerade die Koi angelegt. Das ist ja hier das Partyschiff. Und ich dachte schon wieder, oh Gott, müssen die jetzt hier die große Party machen? Ja, Aber die hat angelegt und die Gäste gerade alle runter. Also die musikalische Begleitung von der Koi, auf die müssen wir jetzt doch verzichten. Cap San Diego ist auch eben schon von ihrer Gästefahrt zurückgekommen. Die wird ja natürlich nicht die Auslaufparade mitfahren. Ist natürlich ein bisschen schade, aber die war ja bei der Einlaufparade dabei und gestern haben wir sie auch sehr schön gesehen. was glaubst du, wie viele Boote und Schiffe daran teilnehmen? Also bei der Einlaufparade hieß es ja 250. Okay. Bei der Auslaufparade haben wir, glaube ich, gar keine Zahl, oder? Nee, ich habe tatsächlich keine Zahl. Ich habe nur eine grobe Aufstellung. Also ich kann es dir nicht tatsächlich sagen. Also ich vermute mal so um und bei wird das sich ähnlich verhalten. Also um die 200, 250. Ja, also um die 200 werden es sicherlich sein. Also es hieß wohl, es werden wohl nicht alle Schiffe daran teilnehmen, die auch reingefahren sind. Aber das sind aber auch Daten, die sind schon ein paar Tage älter. Das kann auch sein, dass sich da noch was geändert hat. Ne? Mhm. Ja, ich denke mal so die wichtigen, die großen Schiffe, die Segler und sag mal, die Donau fährt die auch mit? Ja, ich glaube ja, ne? Die Donau fährt auch mit, Donau ja. fährt auch wieder mit, ne? Aber so die großen Schiffe, wie zum Beispiel Neuwerk, Donau, die ganzen Segler, lass es 30 sein. Also Ja. Großschiffe, ja, denke Na, ich mal. Ne? irgendwie Und so die Masse um den machen halt Dreh. die kleinen Traditionsschiffe. Ne? Ja. Aber wir werden sie halt auch wiedersehen, die Nobile zum Beispiel, die Elegant und so, die werden auch wieder mit dabei sein. Eye of the Sea ist auch mit dabei. Eye of the Sea oder Eye of the Wind? Eye of the... Warte, halt, stopp. Haben wir sie beide? Gibt es beide? Weiß ich gar nicht. Also ich Eye kenn- of the Wind, entschuldige. Hast du recht. Ich und Ist doch fast Schiffsnamen, ne? dasselbe. Die Meerkatze ist dabei. Die Küstenschutzschiffe, MHV, Bootsticken und ein Gemini. Also da kommt ein bisschen was. Da sehe ich auch gerade einen von unseren kleinen orangen Lieblingen. Festmacherboot. Ja, wer das nicht kennt, kann man ja vielleicht noch mal sagen. Gestern hatten wir ja das Rennen der Festmacherboote noch. Aber das ist ein eigener Job hier im Hafen, Festmacher. Das heißt, die Jungs und Mädels, die kommen, wenn die Schiffe anlegen und nehmen die Leinen entgegen und machen die dann fest. Ich habe gehört, das ist ein Lehrberuf mittlerweile, ne? Ja, Ja. da kannst du richtig Ja. Ausbildung machen. Und ja, die fahren natürlich mit ihren Booten, weil sie damit halt einfach deutlich schneller sind. Manchmal kommen sie auch mit dem Auto, also man sieht auch öfters die Festmacher-Autos an der Pier stehen.
Aber mit dem Boot sind sie natürlich deutlich schneller und kommen damit halt auch an Stellen, wo sie mit dem Auto nicht hinkommen. Denn es gibt zum Beispiel einige Liege- oder Warteplätze, das sind dann einfach nur ein paar Dalben, die in den Boden gerammt sind. Und da kommen wir über Land nicht hin. Da kommen die Jungs also wirklich mit ihren Booten, klettern an den Dalben hoch, da sind kleine Leitern und machen die Schiffe da fest. Und ich liebe diese kleinen orangen Boote. Ja, gestern war auch Festmacherrennen. Das war kurz und knapp. Ja, es hätte ruhig ein bisschen länger gehen können. Ja. Ich finde, die hätten auch so ein Rennen über 10 Runden austragen können und nicht nur eine Runde. So schnell wie das ging, Ja. gerne. Ja, aber die Boote, die orangenen charakteristischen, die sieht man doch häufiger mal durch den Hafen fahren. So, wir müssen immer mal wieder gucken, dass wir uns ein bisschen vor der Sonne schützen. Ja, einfach mal den Hut aufsetzen. Ja, oder vielleicht auch mal ein bisschen abwechseln an der Kamera. Ja, du, kein Problem. Du, wir können ja immer so in 15-Minuten-Schichten arbeiten. Ich hole mir mal meinen Helm. Ja. Moin. Ja, guck mal, die mit ihren kleinen Nussschalen sind auch unterwegs hier. Das wird Oh ja. nachher spannend zum Hinterherfilmen, glaube ich. Verschwinden die Schiffe im Nichts. Aber das ist ja echt niedlich. Aber je wuseliger es ist, umso besser, Ja, oder? definitiv. Ich finde, so eine Einlaufparade oder Auslaufparade, die muss auch wuselig sein. Da muss was passieren. Absolut. Auf dem Wasser. Schöne Wimmelbilder. Absolut, ja, definitiv. Ja, die Luciana ist auch auf dem Weg. Hinten haben wir die Seevier, glaube ich, müsste das sein, mit dem hellblauen Rumpf. So, da haben wir die Luciana und schräg versetzt dahinter dann die Luciana. Geben jetzt alle richtig Gas, also ist bestimmt auch wieder interessant, mal im Wesselfinder zu gucken, wie sich das nachher alles hinten an der Elbphilharmonie sammelt, staut, kann man ja schon sagen. Ja, die nehmen da tatsächlich die ganzen kleinen Becken und Kanäle in Anspruch, um sich aufzustellen. Wir haben ja bei der ersten Aufstellung haben wir 2 Felder gehabt. Jetzt haben wir, glaube ich, 4, die dann hintereinander wegfahren müssen. Ja, die haben nach hinten nicht so viel Platz, die müssen so ein bisschen in die Breite gehen da hinten. Ja. Der große Michel ist auch wieder unterwegs. Schönes Schiff, schöner Klassiker. Ja. Ich finde es schön, dass diese Schiffe erhalten bleiben und dass sie halt ihren Charme nochmal auf den Fluss bringen dürfen. Aber Ben, Ja, ich höre dir zu. guck mal da nach rechts oben. Ich glaube, in circa 15 bis 20 Minuten ist die Sonne weg auf dem Balkon, wo wir stehen. Also das würde uns entgegenkommen. Gerade mal gucken, was kommt da. Ich kann euch sagen, Die Atlantis, alles klar. Ben, ein Mann wie ein Schrank, aber die Sonne Ja, knockt den stärksten Mann aus. Das Ding ist ein Killer, also tatsächlich. Damit kann ich schlecht umgehen. Dann haben wir die Freier, den Raddampfer hier, die ist auch schon das ganze Wochenende da. Und und dampft hier durch die Elbe. Dann haben wir
die Atlantis und später in der Verlängerung die Antigua. Die brauchen wir noch einen kleinen Moment. Die braucht noch ein bisschen. Na, ob das funktioniert? Also ich glaube, nee, ich glaube, meine Kamera hat etwas mehr Tele. Oh, ich freue mich auf richtig wuselige Bilder gleich. Das wird schön. Ja, das wird richtig, richtig schön. Und vor allen Dingen, ich freue mich auch jetzt noch mal so auf dieses Highlight zum Abschluss. Ich finde, das Absolut. ist das Perfekte, was man jetzt noch machen kann. Ja, Hast du ein kleines Fazit zum Hafengeburtstag und zu den Streams, die wir hier gemeinsam gerockt haben? also wenn ich Revue passieren lasse, dann muss ich sagen, es hat mir eine irre Freude gemacht. Ich fand das Programm unglaublich abwechslungsreich. Ich finde, das bietet auch den Zuschauern hier im Hafen eine ganze Menge. Für mich war es eine Freude. Es war nach dem gestrigen Tag natürlich so ein bisschen anstrengend, aber ich würde es jederzeit wieder machen. Ach, guck mal, da kommen noch 2 Festmacherboote. Ja, das kann natürlich sein, dass die Festmacher jetzt richtig in Action waren, weil natürlich diese ganzen Schiffe losgemacht werden müssen. Ne? Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, HSV ist aufgestiegen. Und nicht nur die HSV-Männer, auch die Damen, Frauen. ne? Mhm. Da haben wir ja quasi gestern reingefeiert in den Aufstieg. Live Ja, im das Stream. War das Aufstiegsfeuerwerk sozusagen. Absolut, Also für ja. uns. Nee, also Hafengeburtstag fand ich wirklich klasse, war eine runde Nummer. Wir sind wirklich gesegnet mit perfektem Wetter. Was wollen wir mehr? Ne? Ja, und gestern, Die ich meine, Location gestern war doch... die also, Rescue-Übung und das Schlepperballett. Also ich hoffe, es haben einige von euch gesehen. Das war schon toll. Das war echt toll. Vor allem das Feuerwerk auf den Schleppern. Das fand ich ja äußerst beeindruckend. Fand ich auch gut gemacht, weil die haben natürlich in erster Linie mit Rauch gearbeitet, da es ja bei Sonnenschein ist. Ja. Darf man ja nicht vergessen, normales Feuerwerk wäre wahrscheinlich komplett untergegangen. Aber Nennt sich das nicht auch irgendwie Holy Color oder sowas? Oder gibt es auch so eine Festivals mit solchen Farben? Holy Festivals, wo sich alle Ja. mit diesen Farben beschmeißen. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist ähnlich. Ja, also das war tatsächlich ein Riesenspektakel gestern. Habe sowas tatsächlich auch noch nie gesehen live. Von daher war das für mich gleich doppelt beeindruckend. A, man ist dabei und nimmt es wahr, und B, hat man eigentlich noch eine Kamera, und das ist alles spannend gewesen, war toll. Guck mal, hier kommt der nächste Festmacher. Also 3 hatten wir schon und hier ist die Nummer 4 unterwegs. Also es sieht so aus, als ob sie alle losgemacht haben. Ja, und dann natürlich die ganzen Zuschauer und die Community, die uns damit durchgetragen haben und die genauso begeistert waren wie wir von dem Ganzen. Das entwickelt natürlich auch immer eine tolle Dynamik. Ne? Wenn dann irgendwie alle daran Spaß haben, das ist toll. Ja, also auch Wir fanden es ja nochmal. sowieso geil, ne? Ja, aber dann auch nochmal ein Dankeschön an die ganze Community. Also ihr habt uns natürlich auch so ein bisschen getragen dabei. Wir haben zwar nicht so wahnsinnig viel im Chat mitbekommen, aber so ein paar Bruchstücke, und das war schon immer beeindruckend. Also ich glaube, war okay. Aber hast du ein Fazit zum Hafengeburtstag, der sich heute seinem Ende neigt? Ich bin da ähnlich in meinem Fazit wie du. Ich freue mich natürlich in erster Linie mal darüber, dass wir ein super Wetter hatten. Jetzt kommt hier erstmal gerade Elas. Ja, Leute, also Freitag, ne? Ja. AIDA auslaufen. Also wenn ihr mal was Verrücktes sehen wollt. Die Aktion ist mit der einfach- Postboje.
ist einfach eine klasse Ja. Crew. Also das macht so einen Spaß. Also ich freue mich natürlich, dass das Wetter mitgespielt hat. Das ist, glaube ich, das A und O für so einen Hafengeburtstag, auch wenn es natürlich in Summe sehr anstrengend war mit dem Wetter. Dann fand ich die Shows richtig toll. Ich hatte das Gefühl, dass die sowohl bei der Rescue-Übung als auch, ach guck mal, da unten, da winken sie, da müssen wir noch mal drauf gehen. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass sie sowohl bei der Rescue-Übung als auch beim Schlepperballett noch mal einen draufgelegt haben. Ist das Claudia? Kann sein. Ja. Mit Das ist Lexmann. Claudia! Ach, klasse. Also das ist Claudia und nicht Birgit, wie oben drüber steht. Claudia auf der Birgit. Dann diese Kleinigkeiten, also einmal diese Aktion mit der Postboje. Was ich auch ganz toll fand, war der Ingo, der am Freitag spontan im Chat war und einfach was über den Bau der AIDA Sol erzählt hat. Ja. War ganz tolle Insider-Info, wie ich finde, die er da geliefert hat. Ja, Aber das der Problem, liebt seinen Job auch, ne? Also der liebt das, der liebt Ja. das, Schiffe zu bauen, ja, Ja. das ist so. Ich krieg das, ich glaube, ich muss das erstmal sacken lassen, ne? Hast du ein Highlight, wo du sagst, das war wirklich mein Wow? ein richtiges Highlight. Ja. Also ich muss sagen, Ja. ja, also eigentlich war der ganze Hafengeburtstag war ein Highlight. Ja. Also wenn ich das alles so Revue passieren lasse, müsste ich sagen, für mich war es das Schlepperballett. Ja. Weil ich sowas noch nie wirklich frontal gesehen habe. Also auch nie vor Ort war. Das war jetzt gestern das erste Mal. Das war so für mich tatsächlich das Herausstechende. Oh, und diese Drohnenaufnahmen. War geil, Boah. ne? Diese Drohnenaufnahmen. Also das hat natürlich nicht nur, dass die Aufnahmen als solches beeindruckend sind, sie haben natürlich auch extrem dazu beigetragen, überhaupt mal zu sehen, wie wirklich diese Formation aussieht. Weil wenn du am Ufer stehst, bist du ja auf der Höhe der Schlepper. Ja. Und du kannst teilweise gar nicht so richtig einordnen, wie synchron ist das jetzt oder wie sieht diese Figur aus. Und durch die Drohnenaufnahmen, fand ich, hat das aber unheimlich gewonnen. Ja, also es macht die Choreografie nochmal wesentlich deutlicher. Ne? Also diesen Effekt zu haben, das von vorne zu sehen und auch von oben drauf schauen zu können, ist super. Ist wirklich klasse. Ja. Ich finde es zum Beispiel auch toll, dass wir die Ein- und Auslaufparade, Ach, guck mal, da unten, da gibt es, die machen alle auf sich aufmerksam. Ja, wir haben euch. Guck, die wehen schon mit ihrem Schlüppi. Mit dem Schlüppi wird da schon gewedelt. ist es soweit. Also, solange sie uns die nicht rüberwerfen, ist ja alles in Ordnung. Nee, wo habe ich rumgestockt? Also ich finde es auch großartig, dass wir dieses Jahr die Ein- und Auslaufparade mal von oben machen. Ja, Einfach mal eine andere Perspektive dazu zu haben. Von unten ist es schön, weil man sieht das dann etwas gestaffelter und kann das etwas mehr raffen und so, wenn man auch gerade so wie wir hier mit dem Tele arbeiten. Wirkt dann alles vielleicht auch ein bisschen wuseliger oder sowas, wenn man das gerne so möchte und mag. Aber ich finde es auch mal schön, das einfach von oben zu sehen und mal zu gucken, was kommt da, wie sehen die Schiffe auch vor allen Dingen von oben aus. Ja. Weil wenn du auf der Kaikante stehst, du guckst den einfach auch nur vor die Bugwand und mehr siehst du halt nicht. Ne? Nee, finde ich echt klasse. Also, dass wir hier sein dürfen beim Gin Hotel, großes Kino. ich muss auch sagen, ich fand ja letztes Jahr ist auch ganz schön, dass ich da direkt auf dem Schlepper war mit Conny. So ein Behind the Scenes. Das hat natürlich richtig Spaß gemacht, das ganze Schunkeln. Aber was halt gefehlt hat, war das Gesamtbild. Ja, aber Und das ist natürlich so beeindruckend, auch bei der Rescue-Übung. Also dieses Gesamtbild, ne? Einmal diese ganze Szenerie zu haben, diese 3 Helikopter, dann die verschiedensten Aufnahmen da aus den verschiedensten Perspektiven, das kriegst du ja gar nicht, wenn du zu nah dran bist. nee.
Und Ja? ich fand es auch sehr cool, wie sie die Moderation gemacht haben mit der Musikuntermalung und was jetzt die Zuschauer, wenn sie es nachgucken wollen, leider nicht mehr hören können. Da kann ich gleich noch was zu sagen. Ja. Aber ich fand es halt toll, ne? Das direkt mal da vorne zu sehen und das auch mal so mitzubekommen, wie die Zuschauer das dann tatsächlich auch sehen und vor allen Dingen so ein bisschen höher zu stehen. Ne? Also das war schon echt super. Ja, also dieses Jahr ist Hafengeburtstag nochmal anders gelaufen als letztes Jahr war schon toll. Ich fand das auch klasse, dass man jetzt beide Varianten vom Schlepperballett hat. Einmal, wie sieht es dann eigentlich auf der Brücke aus, wenn man das macht? Und was sehen die Leute vorne an der Wasserkante? Also, ja, top. Thema Musik ist natürlich immer ein Problem für jemanden, der streamt. Das ist auch nachvollziehbar, wenn kommerzielle Musik gespielt wird, dass es da dann eine bei YouTube Urheberrechtsmeldung gibt. Und ich habe im Stream schon angekündigt, es kann sein, dass von den Streams nicht viel übrig bleibt. Das ist jetzt aber am Ende so. Beim Schlepperballett wurde die komplette Playlist angemarkert. Also da gibt es so einen sogenannten Urheberrechtsclaim oder eine Urheberrechtsmeldung. Und dann kann man sich entscheiden, was man macht. Rausschneiden, muten kannst du das Ganze oder die Musik ersetzen. Rausschneiden wäre nichts übrig geblieben vom Schlepperballett. Muten wäre auch Grütze gewesen. Musik ersetzen wäre genauso Käse gewesen. Ja, und die dritte Option ist halt einfach, dass man sagt, man lässt alles so, wie es ist und verzichtet dann halt auf die Werbeeinnahmen. Ja. Und ich habe gesagt, das müssen wir einfach so bestehen lassen. Das muss einfach. Bei der Rescue-Übung musste ich 2 Musiktitel rausnehmen, weil das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Bei den einen kannst du sagen, du kannst die Musik drin lassen, verzichtest dann aber auf die Werbeeinnahmen. Die Werbeeinnahmen bekommen dann die Rechteinhaber der Musik. Es gibt aber auch Musiktitel, dadurch wird das Video in gewissen Regionen gesperrt. Und dann kannst du es da gar nicht mehr gucken. Und bei der Rescue-Übung waren halt 1 oder 2 Titel drin, die halt wirklich zu einer Sperre des Videos geführt hätten. Also sind da 2 Stellen drin, wo ich dann die Musik rausnehmen musste. Ja. Aber ich glaube, bei der Rescue-Übung können wir es noch so ein bisschen verschmerzen. Schlepperballett ohne Musik wäre einfach... Geht gar nicht, ne? Nee, das wäre ein echter Verlust gewesen. Ja, ja. Ja, Twitch ist da ehrlich gesagt ein bisschen charmanter. Also bei Twitch kannst du halt deutlich mehr online lassen, hinterher in den Aufzeichnungen. Ich muss allerdings gestehen, dass ich Schlepperballett und Rescue-Übungen keine Aufzeichnung bei Twitch gemacht habe, weil ich nicht genau wusste, wie sich das verhält. Ich war da ein bisschen schissig. War am Ende ein Fehler, hätte man einfach mitlaufen lassen können. Ja, aber du, gelernt fürs nächste Mal. Ja. Na? Ja, heute ist ja auch Muttertag, ne? Herzliche Grüße an alle Mütter da draußen. Stimmt. Im Übrigen auch an meine. So. Ja, auch an meine. Aber ich habe heute schon telefoniert. Oh, Ja. bist du mir ein voraus. Ja, du kannst deine Mama ja über einen Chat grüßen. Oder über einen Stream. Du bekommst mir gerade ein Wasser gereicht, damit ich gleich grüßen kann. Ne? Ja, Mutti, wenn du zuschaust und mit uns die Auslaufparade dir hier angucken möchtest, alles Gute zum Muttertag. Ohne dich wäre ich nicht hier und ohne dich hätten wir hier eventuell auch ein bisschen weniger Spaß. Man weiß es nicht. Also, alles Gute zum Muttertag und wir telefonieren heute Abend. Ja, die ganze Aufstellung ist da hinten natürlich gut hinter den Bäumen versteckt. Ja, die Branddirektor Westfalen macht wieder das erste Schiff. Man kann da aber auch wirklich kaum was sehen. So das ein oder andere Schiffchen kann man da hinten durch die Krane sehen, aber alles gut versteckt vor der Kamera.
Ich glaube, Ben, ich nutze die Chance, Ja. um nochmal auf Toilette zu gehen und gebe das Mikro mal weiter an. Thomas steht hier. Ja. Ja. Oh, nee, komm, Thomas. Erzähl uns mal was zu Schiffen. Ja, es wird Mit genau. Luftschiffen kennst du dich aus? Wie heißt denn der Spruch? Der Ochs wird zum irgendwas gemacht. Ne? Also erstmal herzlich willkommen. Mit Luftschiffen würde ich mich ein bisschen mehr auskennen als mit den Schiffen. Für mich als Laie ist das natürlich hier sehr beeindruckend. Ich habe aber noch mehrere beeindruckende Sachen mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr da schon drüber gesprochen habt, weil von außerhalb kriege ich nicht so viel mit, was im Livestream gerade gelaufen ist. Es gibt einen eigenen Drink, der hier auf der Karte steht, im Gin Hotel. Hast du das schon gesehen? Nee. Soll ich mal vorlesen? Ah, nee, ich habe mein Handy gerade nicht mit. Also es gibt einen eigenen Cocktail, den das Hotel extra für die heutige Veranstaltung aufgelegt hat, und das gibt es hier auf der Karte. Aha. Außerdem läuft der Stream in dem Innenraum auf einem Großbildfernseher. Und ich denke, da können wir auch nochmal herzlichen Dank an das Hotel, an das Gin Hotel hier in Hamburg sagen. Chapeau, also echt super vorbereitet. Ja, da muss ich auch sagen, sind sie ganz weit vorne. Wir haben ja hier auch schon den Techniker gehabt, der hat auch gesagt, wenn irgendwas ist, dann anrufen. Wir haben seine Telefonnummer. Ich gehe davon aus, das wird genauso laufen wie zur Einlaufparade, dass wir uns da keine Gedanken machen müssen. Ach, hier kommt es jetzt. Golden Phoenix schreibt rein, man hat den Bock zum Gärtner gemacht. So war genau. der Spruch, alles klar. Ja, ich bin total beeindruckt von den Schiffen. Also es ist ja ein Highlight nach dem nächsten, was ja auch hier vorbeikommt. Hast du Hafengeburtstag schon mal erlebt? Oder? Nur von weitem. Ich war schon mal in der Stadt und da ging es auch um Fußball und man war dann hier auch auf dem Konzert. Aber ich habe jetzt nie das von so einer Position, die ist ja der absolute Wahnsinn, ja, so konkret gesehen. Weil wir hier, weiß nicht, wir haben ja im Blick jetzt 25 Schiffe, die jetzt direkt vor uns sind. Die kann man ja alle gar nicht erklären oder, ja, weiß nicht. Manches kommt auch 2- oder 3-mal vorbei heute Abend. Aber Ja, die Barkassen sind teilweise relativ ähnlich gebaut, sind aber tatsächlich unterschiedliche Schiffe. Aber man hat manchmal das Gefühl, habe ich doch gerade eben schon gesehen. Ne? für alle, die hier unterwegs sind, dieses typische mit der Fähre, das ist ja im HVV-Preis oder im ÖPNV-Tagesticket inklusive. Genau. Das ist so eine Sache. Ich bin ein bisschen gestrandet vorhin in der Höhe der Elbphilharmonie, weil wegen dieser Hubschraubervorführung durften die Hafenfähren dann nur noch bis zum Musical-Theater rüberfahren. Ja. Und alle, die dann eben auf die Fähre hier Richtung Landungsbrücken oder Fischmarkt gewartet haben, die sind halt leider gestrandet, wie ich. Und dann bin ich dann auf U-Bahn und S-Bahn umgestiegen. Nur das als Hinweis, ihr könnt euch auch nicht immer darauf verlassen. Es gibt eben Einschränkungen, gerade bei den ganzen Vorführungen. Ja gut, wenn man zum Hafengeburtstag dann mit der Hafenfähre fährt, dann Ja. kann das natürlich mal sein. Also wir haben ja auch, die Landungsbrücken werden ja auch nicht angefahren. Ne? Also wir haben ja den Endpunkt bei der 62 zum Beispiel hier am Fischmarkt. Ne? Das wird sich dann heute Abend wieder ändern, glaube ich, spätestens morgen. Dann verkehrt sie wieder ganz normal. Aber es ist natürlich schon cool, dass die Fähren ganz normal zum HVV-Verbund dazugehören und man kann sie auch mit einem Deutschlandticket fahren. Ja, genau. Und es lohnt sich schon, das Tagesticket zu buchen ab 2 Fahrten. Hin und zurück ist, glaube ich, Tagesticket günstiger. Das war das heutige Learning vom ÖPNV in Hamburg. So, der Paddy ist wieder da. Das mal ab. Ja. Heiko fragt, ob es ein Hafengeburtstags-Emoji gibt. So ein spezielles nicht, aber ich glaube, wir haben ein Branddirektor Westphal-Emoji, oder? Haben wir ja. Wir haben auch die Peking, die hat sich auch ganz gut gemacht für sowas. Ja. Fährt zwar nicht mit, aber sie winkt ordentlich. So, da hinten haben wir die Louisiana Star und wir haben die Branddirektor Westphal. Und irgendwie was Kleines schippert da auch noch hin mit Masten. Aber das meiste an großen Fahrzeugen Ist schon da. ist jetzt da, oder? Ja. Wir warten eigentlich nur noch darauf, dass es irgendwie losgeht. Dann will ich mal die Chance nutzen und hier ein paar Dankeschön rauskloppen und den Dieter Thomas Heck machen. Kai-Uwe 5 Monate mit dem Prime Sub, Technikfreak Hamburg 4 Monate, Basti 10 Monate auf Twitch, Lilly Augsburg 100 Bits, Felix Dieser 6 Monate Twitch, Stefan 9 Monate Reeperbahn, Holger 5 Monate Fischmarkt, der Feuerteufel ist jetzt neu auf der Speicherstadt dabei, Ralf
8 Monate Fischmarkt. Robert Kröber, moin, 5 Euro Superchat. Feuerteufel, 19 Monate. Der Atemu-Kleriker, 100 Bits. Andreas M., 20 Monate auf der Speicherstadt. Sir Stefan, 4 Monate auf Twitch. Melli und Jörg, eine verschenkte Mitgliedschaft. Thomas, 5 Euro Superchat. Kevin, jetzt auch auf dem Fischmarkt dabei. Aus Berlin kommen 10 Euro per PayPal. Kevin, nochmal eine verschenkte Mitgliedschaft. Andi der Sattelschlepper mit 5 Schweizer Franken. Renate, 10 Euro Superchat. Seren haut 5 Subs auf Twitch raus. Flötenbibi, 5 Euro Superchat. Johannes, 50 Euro Superchat. Junge. Danny Becker, 5 Euro Superchat aus Wasserburg. Dann die Stimme mit 2,49. Andi der Sattelschlepper, 5 verschenkte Mitgliedschaften. Danke. Petra, 5 Euro. Beatrix, 5 Euro. Der Frank-Film, 20 Euro. Andreas 405, 7 Monate. Claudia S, 5,99. Seren, 100 Bits. Andreas Westphal, 10 Euro Superchat. Carsten Oberlausitz, auch 10 Euro. Hans-Christian, 14 Monate. Dark Chris, 13 Monate. Gigi, der Wahnsinnige, 5,99 Euro. Die Elbfee, 10 Euro. Einfach Via verschenkt ein Sub an Landkärtchen. Marc, neu auf dem Fischmarkt dabei. Hörsa, 100 Bits. Andi der Sattelschlepper nochmal mit 5 Schweizer Franken. Seren verschenkt zweimal 10 Subs. Wow, was für eine Subbombe. Einfach Via verschenkt nochmal an Tomcat Chris und an Beste Leben jeweils ein Sub. Joachim, 8 Monate auf dem Fischmarkt. Sascha, 2 Monate auf Twitch. Garfield, 15 Monate. DJ Sven Kinder, 6 Monate. Color Spirit, seit 8 Monaten dabei. Mentario, neu mit dem Prime Sub dabei. Und aus Fuhlsbüttel von Sven kommen 50 Euro. Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank. Ja, die Cam wackelt leicht, das ist richtig. Das liegt ganz einfach daran, wenn man mit sehr starkem Zoom arbeitet. Wir haben hier ordentlich Wind am Durchziehen. Ja. Aber sag mal, ist das nicht hier unten der Star des Hafens? Ja, ich habe ihn auch gerade Ist er das gesehen. nicht? Ja, Moment, Willi ist da, ist aber er ich wollte das? ihn nicht unterbrechen. Das ist er. Willi! Ich glaube, der hört dich nicht, du. Nee, der hört uns von hier oben nicht. Ein Willi-Emoji haben wir doch auch, oder? Ja, wir haben auch ein Willi-Emoji. Ja, wenn bei der Cam nichts wackeln soll, dann brauchen wir solche Stative, wie die gestern mit den großen Kameras hatten. Junge. Aber Rainer hat schon gesagt, für ein so ein Stativ muss er schon eine Niere verkaufen. Wer Willi nicht kennt, also vielleicht ist ja irgendjemand neu auf dem Kanal. Willi ist ein ganz kultiger Typ, der schippert hier ständig durch den Hafen mit dieser Nussschale und hat vorne mit dieser Boombox immer extrem laut 80er Jahre Musik. Das kam jetzt gar nicht so laut rüber, aber wenn man unten steht und der Wind in die richtige Richtung weht, dann ist das schon echt Attacke. Aber ich glaube, heute macht er Kreuzfahrt mit seiner Frau, ne? Da ist irgendwie eine Dame mit an Bord. Naja, das heißt ja nicht, dass das seine Frau ist. Obwohl ich kenne die Familienverhältnisse bei Ich ihm auch nicht. Ich habe das einfach mal unterstellt. Und da wollen wir auch gar nicht mit anfangen, da zu spekulieren. Ja. Also er hat Besuch dabei, ne? Ja, Neutral. ja. Ja, hier ist die Frage, was macht denn Willi Schönes? Der schippert durch den Hafen. Ja, was gibt's Schöneres? Ganz einfach. Ja. Ziemlich lässiger Typ, wie ich finde. Ja. Grüßt auch immer, wenn er einen sieht. Echt nett. Wirklich nett. Ja, nur das mit dem Livestream bei ihm, das haben wir noch nicht hinbekommen. Ich hatte mal mit ihm telefoniert, aber er möchte eigentlich gar nicht so gerne Ich glaube auch nicht, dass er so ein in die extrovertierter Öffentlichkeit. Typ ist. Nee, also er grüßt immer und netter, lieber Typ, aber jetzt irgendwie so hier mit Livestream, das ist er nicht so richtig. Aber ist auch okay. So, da hören wir das Signal von der Fähre, dass die Gangway bewegt wird. Ein sehr hohes Piepen. Also ihr habt jetzt kein Tinnitus, das war tatsächlich im Stream, das ist die Fähre gewesen. Hier Wieso und ist die Koi eigentlich noch da? keine Ahnung, Die die hatte sollte ja schon ihre Partyfahrt. Das ist richtig, aber die sollte eigentlich mitfahren. Echt? Okay. Das hier unten ist der Anleger Fischmarkt und wir sehen auch, wir haben Flut, denn wenn ihr mal genau hinguckt,
Der Übergang, die Brücke zum Anleger, steht ziemlich waagerecht. Ja. Daran kann man ganz gut erkennen, dass Flut ist. Und alle, die später eingeschaltet haben, wir befinden uns auf der Dachterrasse vom Gin Hotel. Das Gin Hotel, ja, mit denen haben wir eine kleine Kooperation zum Hafengeburtstag gemacht, haben hier oben die Hamburg Hafen Live Lounge eingerichtet. Das heißt, hier sind viele Gäste aus der Hamburg Hafen Live Community, sitzen hier auf der Dachterrasse und genießen gleich den Ausblick. Ich kann ja mal gucken, ob ich da irgendwie Geh hingeschwenkt mal beiseite, bekomme. dann kommst du da vielleicht dran vorbei. Gucken, ob wir Wenn da, das Dickschiff erstmal reingegangen ist. gucken, ob man mal einen Blick hier auf die Terrasse werfen kann. Da! So, jetzt müssen wir es nur mit dem Fokus irgendwie hinbekommen. Da. Im Hintergrund die Aida Luna. Und ja, die warten auch alle darauf, dass es losgeht. Johann fragt, ob wir schon was zum Grillbuffet gesagt haben. Nee, wir wollen euch ja nicht den Mund wässrig machen. Nee, das behalten wir für uns. War lecker. Offiziell los geht es um 18 Uhr und ich denke, Start ist, wenn die Branddirektor Westphal ihre Löschmonitore anschmeißt. Immer wieder beeindruckend. 110 Meter hoch, 180 Meter weit können die spritzen. Da kannst du schon ordentlich mit löschen. Ja, hier die Terrasse ist öffentlich. Ist auch ein kleiner Geheimtipp. Viele Hamburger kennen das gar nicht. Das heißt, wenn ihr mal in Hamburg seid, könnt ihr, auch wenn ihr in Hamburg wohnt, könnt ihr jederzeit hier tagsüber, abends auf die Terrasse hier einen Drink nehmen. Ja. Ich glaube, ein paar Snacks gibt es auch. Gegrillt wird nicht immer, nur zu besonderen Anlässen. Also wenn wir da sind, Ja. Und ihr müsst natürlich nicht Gast im Hotel sein. nee, also die Hotelbar darf jeder besuchen. Und ich glaube, man freut sich auch, wenn jemand mal reinguckt und sagt, Mensch, ich möchte mal ein bisschen den Ausblick genießen. Was habt ihr denn für Cocktails, für Drinks? Ich setze mich mal eine Runde in die Sonne. Ja. Tommy hat noch die Info, 120.000 Liter pro Minute gehen durch die Branddirektor Westphal. Ungefähr so, wie Ben das Bier trinkt, haut die Westphal das wieder raus. Ja, bei den Temperaturen musst du viel trinken, hat Oma schon gesagt. Was ist denn eigentlich mit Prag und Dresden? Fahren die auch mit? Wieder? Vielleicht am Ende? Gesehen habe ich die heute noch gar nicht. Muss man eben kurz gucken. Ich bin der Meinung, dass ich die in der Aufstellung gesehen habe. Ich weiß nur nicht, wo sie gerade sind. Kann aber auch sein, dass sie nicht mitfahren. Stefan, ja, auch auf dem Bunker oben, das ist auch frei zugänglich. Man muss zwar durch so ein Drehkreuz, wo Zuschauer bzw. Besucher gezählt werden, aber es kostet nichts und man kann da jederzeit hoch. Also sofern geöffnet ist, ne? Nicht jederzeit, aber ich glaube irgendwann um 9 oder 10, irgendwann machen die dicht bei dem Bunker. Ja, du, laut Aufstellung sind die nicht dabei. Nee? Die beiden, nee.
Ja, ich lese den Vorschlag mal vom Hotelhafen Hamburg zu streamen. In der Tat ist das, glaube ich, gar nicht so einfach. Hat zwar eine super Lage, aber das Hotelhafen Hamburg hat nur so einen ganz kleinen, winzigen Mini-Balkon. Der ist noch kleiner als der, den wir hier What? haben. Echt? Und ja, und der geht so ein bisschen schräg zur Seite. Ich weiß gar nicht, ob die eine Terrasse oder einen Balkon haben, der so schön runter auf den Hafen zeigt. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich finde, hier ist es schon top. Vor allem, und ich kann ja einmal den großen Schwenk machen, der Blick in beide Richtungen ist halt wirklich super. Also wenn ihr mal schaut, wir können halt hier auf der linken Seite sehen wir Fischmarkt, Landungsbrücken, dann sehen wir da hinten natürlich die Elbphilharmonie und wenn wir jetzt rüberschwenken, klar haben wir hier Blom und Voss mit Dock 11. Wenn wir dann etwas weiter schwenken, alles Blom und Voss, kommen dann da hinten zum Kreuzfahrtterminal in Steinwerder, wo ja gerade auch die AIDA Prima liegt. Wenn wir dann weiter schwenken, sehen wir das Containerterminal Tollerort. Da liegt gerade eine MSC mit dem Vorhafen. Das ganze Terminalgelände vom Tollerort ist das hier. Und an das Klärwerk mit unseren ominösen Fauleiern. Da hinten die Einfahrt in den Köhlbrand. Und hier haben wir das Cruise Gate in Altona, wo gerade die AIDA Luna liegt. Also der Rundumblick, der ist hier schon, Ist schon Premium, ne? schon Also wirklich Premium, ja, Und das muss man so sagen. völlig unverbaut, bis auf die Bäume da vorne auf der kleinen Landspitze, die uns so ein bisschen die Sicht verbauen. Aber ich glaube, du würdest eventuell auch gar nicht so viel sehen, weil zwischen oder hinter den Bäumen auch direkt noch Wohnhäuser sind. Ja. Aber es geht los. Die Branddirektor Los? Westphal feuert an. Sie bläst an. Geht Möchtest du ja los, noch was sagen zu den Zuschauern? Ja, moin erstmal, ne? Ich hoffe, euch geht's allen gut hier schön aus luftiger Höhe mit uns an der Elbe. Ich meine, besser geht's doch gar nicht, oder? Absolut. Und ich habe ja auch ein neues Lieblingsschiff mit. Ich hoffe, das kommt gleich. Durfte ich heute schon besichtigen. Ja, erzähl noch mal. Ich habe es eben angeteasert, aber hau mal raus. Ja, also das ist ja die Neuwerk, ne? Und die kommt gleich vorbei und die wollen auch ein bisschen Party hier machen. So. Ja, warten wir doch mal ab, was so passiert. Gucken wir mal, wie viel Charme Tanja hat spielen lassen beim Kapitän der Neuwerk. Nein, das ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen. Glaubt das nicht. Also das ist schon Teil der Show. Aber Okay, also du meinst, sie haben sich was ausgedacht für die Auslaufparade. ja, natürlich. Ja. Also alles gut. Ja, dann würde ich mal sagen, jetzt viel Spaß. Es scheint in wenigen Augenblicken loszugehen. Und bei dem einen oder anderen Schiff, wenn die hier bei uns vorbeikommen, versuchen wir nochmal ein paar Daten und Fakten Genau. dazu rauszuhauen. Ich weiß immer noch nicht, ob die Tolkien oder die Lothlorien verlängert wurde. Das habe ich noch nicht. Ich glaube, es war die Tolkien. Ja, das hatten wir auch vermutet wegen der Bauform, ne? Dass da was dran gehängt worden ist. Aber ich habe es tatsächlich noch nicht verifiziert. Ja, schön. Ah, was für ein Blick. Also jetzt vor der Elbphilharmonie die ganzen Schiffe durchziehen sehen, ist natürlich schon ein Traum, ne? Also Absolut. ja, da ist Alarm im Hafen, glaube ich. Da hört man doch schon das eine oder andere. Oder ist es, ach, das ist ein Flugzeug. Also bitte. Der Alarm ist ein Sportflugzeug. Ich dachte gerade, das ist ein weit entferntes Horn. Also bitte. Was soll denn das hier? Wird man so verarscht?
der Konvoi ist, glaube ich, noch nicht in Fahrt. Ne? Also man hat erstmal Nee. die Pumpen angeschmissen. Da merkst du, die Sonne geht weg. Ja. Das ist wirklich ein Vorteil heute, wenn wir etwas im Schatten stehen. Passt zeitlich sehr gut heute. Können wir mal die Sonnenhüte runternehmen, ne? Ja. Den Wind durch die Haare fahren lassen. Bin mal gespannt auf das Timing, ob wirklich die Kreuzfahrtschiffe dann hinten dran rausgehen. Ich habe das noch nie gesehen, dass die Abfahrtszeiten im 15-Minuten-Takt geplant waren. Von daher gehe ich davon aus, dass das so ein bisschen dem Hafengeburtstag geschuldet ist. Normalerweise haben die eigentlich immer zur vollen Stunde Abfahrtszeiten. Selbst zur halben Stunde sieht man sehr selten. Aber das jetzt eine Abfahrtszeit 19:45 Uhr, also 19:30 Uhr, 19:45 und 20 Uhr, ganz, ganz selten. Schauen wir mal, ob das klappt. Das wäre, glaube ich, schon Ja, zumal AIDA ja was eigentlich immer Besonderes. so um 17 Uhr schon loslegt, Genau. sind sie ihrem Fahrplan ja eigentlich schon hinterher. Ne? Die Amadea kommt dann da hinten aus Richtung der Elbphilharmonie. Die liegt am neuen Kreuzfahrtterminal Hafen City. Soll als erstes rausgehen. Ja, und die Amadea ist ja, ist das nicht auch ein Traumschiff? Ist das das aktuelle oder ein ehemaliges? Ich komme da etwas durcheinander. Oder, Ich gucke kein Traumschiff, ich kann es dir nicht sagen. Logo dran. oder verrückt nach Meer? Beides, ja. Beides? Verrückt nach Meer war doch Atania. Das hat mir gerade jemand erklärt, dass es Ah. sowohl das. Warte, Raumschiff Thomas, war. ich komme. Thomas weiß es genau. Also ich habe keine Ahnung, aber mir hat gerade jemand erklärt, weil ich gesagt habe, ja, das wäre ja das ehemalige Traumschiff, ja, und gleichzeitig auch Schauplatz für diese Serie Verrückt nach Meer. Gibt ja überall mehrere Schiffe. Ich glaube, die Atania war auch verrückt nach Meer und Traumschiffe gibt es auch mehrere. Betrieben wird das von Phoenix Reisen und obendran ist auch dieses berühmte Traumschiff-Logo, das ist so eine Möwe, die okay. schwingen da. Am Schornstein ist das und vorne drauf. Und unser Chatbrain weiß es schon und sagt, es ist das Traumschiff. Das aktuelle. Ja, die Branddirektor Westphal hat nochmal einen Rückwärtsgang eingelegt. Man sieht nur noch die Wasserfontäne. Ja. Der Bug ist mittlerweile weg. Ich will mal noch einen Dafür- Moment rauszoomen, damit das Bild nicht die ganze Zeit so zittert. Dafür ist Willi wieder zurück. Und wir haben noch so einen kleinen, ich glaube, das ist ein Gaffelschoner, ne? Oder wie nennt sich Kleiner das? Nachzügler. Meinst du, der möchte auch noch? Ich weiß nicht, ob der mit dazugehört. Dann wäre er aber, glaube ich, spät dran. Dann wäre er sehr spät dran. Aber hübsch. Sieht gut aus. Und Willi? Soll ich bitte mal ihn fragen gehen, ob sie pfeift? Nein. Aber
Die Branddirektor Westphal. So, jetzt macht sie aber Marsch, ne? Nee, aber Geht. das, guck mal, dahinter ist ja nochmal eine Fontäne. Kann das sein, dass das die Neuwerk ist? Ah, das wäre natürlich Das geil, muss ne? die Neuwerk sein dahinter. Die Aber kann, vor allem die Fontäne ist ja auch hoch, ne? Also, die ist richtig hoch. Die macht gleich mal da die Hafen City nass. die Neuwerk, Einmal Fassadenspülung bitte. wie hoch und wie weit kann die Branddirektor Westphal und die Neuwerk? Ja. Leute, Mensch. Ja, dann können ja die Jungs gleich auch von der Elbphilharmonie sich abseilen, einfach mit dem Abzieher mal drüber gehen. Dann sieht die Fassade auch wieder schick aus. Jetzt habe ich aber Alter langsam ein bisschen Schwede. Angst um unseren Standort hier. Ach was, das wird schon. Wie steht denn der Wind bezüglich Wasser? Richtig. Nein, Wind kommt von vorne. Ja, der dreht immer ein bisschen. Mal kommt er ein bisschen von hinten, mal kommt er von vorne. Also es kann schon sein, dass es ein bisschen Gischt gibt, aber Elbwasser ist gesund, habe ich gehört. Es geht immer nur um die Gerätschaften. Alles andere fällt unter den Punkt Spaß. Ja. Ich meine, wenn die Neuwerk da mitmachen würde, das wäre natürlich echt schon Hammer, ne? Also ich habe mal gerade ein bisschen nachgeguckt. Und die Neuwerk hat 2 Monitore auf dem Peildeck mit einer Förderleistung von jeweils 1200 Kubikmetern. 2 weitere Monitore am Achterdeck 300 Kubikmeter pro Stunde. Und laut dem, was ich jetzt hier auf die Schnelle gefunden habe, haben die Löschmonitore eine ähnliche Leistung wie die Branddirektor Westphal. Also auch 110 Meter hoch, 180 Meter weit. Wahrscheinlich beim gleichen Hersteller. Man muss nur bedenken, dass die Neuwerk ja in Gänze höher gebaut ist. Ja. Also da sind ja noch mal ein paar Meter quasi nach oben. Ne? Absolut. Plus. Ja, schon cool. Aber die Branddirektor Westphal ist natürlich auch noch nicht auf Betriebstemperatur. Da geht noch was. Oh, das könnte ein tolles Bild geben. Davon gehe ich aus. Also da freue ich mich auch schon drauf. Wenn die mitmacht, ne? Dann ist die Elbe leer. Gut, dass wir Flut haben. Ja, also bei Ebbe wäre das nicht gegangen. Der hätte die ganzen Plattfische mit angesaugt. Die haben so eine schöne Fahne da vorne am Kran hängen, ne? Und die weht die ganze Zeit in die falsche Richtung. Zeigt aber die Windrichtung ganz gut an. Das stimmt. Also die Branddirektor Westphal setzt sich in Bewegung. Und sie gibt Druck auf die Pumpe. Guckt euch das an. Einmal Elbphilharmonie waschen. Wow. Wie hoch ist die Elbphilharmonie? Hat die nicht auch so 110 Meter, die Elbphilharmonie? Ich meine, die glaube, wäre ja. knapp über 100 Meter, ne? Wow, und das bei dem Wetter. Ja, top. Also wirklich richtig schön. Aber vielleicht kann die Neuwerk ja sogar Figuren in die Luft spritzen. Herzchen.
Benny schreibt 110 Meter ist die Elbphilharmonie. Ja, dann kommt sie hier oben aufs Dach. Ja. Das sieht so aus, als ob die Alexander von Humboldt als nächstes kommt. Ja. Du hast doch noch eine Rechnung mit der offen, Ja, oder? ich hoffe, sie hat Ben? Segel gesetzt. Hat sie. Oh, sie hat Segel Hat gesetzt. sie. Hadi, ich sehe schon. Sie schält sich langsam da raus. Ach Mensch, Gott sei Dank. Das sieht von hier schon geil aus. Mit Dekomöwe. Ich bin begeistert, du. Ja. Ja, ihr habt Rainer gehört, alle, die später dazu gekommen sind. Ja, ja, ich bin auch da. Ja. Rainer mit seinem ganzen Fachwissen über Schiffe. Ach ja, so granatenmäßig. Ich weiß, dass das das Schwesterschiff vom Becks ist. Also, weil du es mir erzählt Nachfolger. hast. Also Nachfolger muss man, glaube ich, sagen. Ich habe meine Schwester eben unten abgeholt. Die ist gerade in Hamburg. Und das Schiff, was zuerst kommt, macht gleich Lärm, oder? Oder welches ist das? Nee, die Neuwerk, die kommt dahinter gleich. Ah, okay. Also hoffen wir, dass sie Lärm macht. Okay. Und meine Rechnung ist beglichen. Wunderbar. So, jetzt bin ich auch beruhigt. Aber Wahnsinn, Sieht so wie, viel ruhiger aus. Ja, ne? Ja. Wahnsinn, wie klein die Alexander von Humboldt 2 vor der Elbphilharmonie aussieht. Und ja, da rechts, rechts sieht man schon, da läuft gerade ein Hochdruckreiniger, der da um die Ecke kommt. Wahrscheinlich sind die noch so nah am Ufer, dass die Neuwerk noch gar nicht richtig Druck machen kann. So, ich besorge noch mal einen Kaffee. Ja, Rainer, hol dir mal einen Kaffee. Ja, Ja, dann hört das Zittern auch endlich ich auf bin bei dir. aufgeregt. Ja. Wenn ich das da hinten sehe, das sieht ja... Das sieht schon beeindruckend aus, wirklich. Ist toll, ne? Oder? Ja, ja. Ich bin gleich wieder bei euch. Ja, sehr gerne. Bitte bleiben Sie ungeduldig. Oder wie sagt er immer so schön? Ich glaube, das ist sein Spruch, ne? Ja, wunderschön. So, dann ist die Rechnung beglichen. Jetzt gibt sie Boah. noch mal richtig Gas. Jetzt kann man, glaube ich, in etwa erahnen, was für eine Leistung hinter diesen Löschmonitoren steckt. Wenn man vor allem dieses verhältnismäßig kleine Schiff dagegen sieht. Und das Schiff ist nicht wirklich klein. Nee, also wenn ihr es gesehen habt am Hafengeburtstag, solltet ihr tatsächlich hier gewesen sein. Man steht daneben und es ist wirklich groß. Ja, es ist wirklich groß. Ja, aber das ist natürlich jetzt ein schönes Bild gewesen, nochmal mit Wasserumrandung und so, ne? Also einen kleinen Rahmen gezogen. Echt schön. Richtig cool. Ja, Aber wir haben wieder pünktlich ein Partyboot direkt bei uns vor der Nase. ja, das ist der große Tonne. Michel. Oder das ist Tonne. Tonne ist es. Aha. Ja, aber die Neuwerk sorgt mal für ein bisschen Sauerstoff im Wasser, ne? Das war auch schön. Einmal bitte den Hafen durchspülen. Ja, das ist ja so wichtig, dass man das Wasser auch regelmäßig umwälzt, ne? Also gehört ja dazu. Aber was sind das für schöne Bilder? Aber ich glaube, die nehmen schon ein bisschen Rücksicht auf das Publikum am Ufer. Ja, sonst hätten sie ja hochgeschaltet, ne? Ja, schön. Also wirklich sehr, sehr schön. Was sind denn das da für kleine da vorne? Sind da kleine Motorboote noch, die da wegfahren? Oder? Das weiß ich ehrlich gesagt gar Also nicht. das wird auf jeden Fall schön nass. Jo.
mal kurz gucken. Das Ach, müsste die eigentlich- Polizei ist auch da, die WS3 sehe ich. Da bin ich ja Bürgermeister genau richtig Weichmann. Ah, Wer ist das denn? Polizei! ja, Schwesterchen. Wie ist die Lage? Ja, total gut. Sehr Wie schön. Immer. Und ihr so? Mit Seid ihr Schwester fit? Hansen lassen wir den Hafengeburtstag ausklingen. Jawohl! Ja, ich würde sagen, Stimmung! Ja, gleich nehmen wir erstmal einen Drink. Ja, Ja. ne? Lockert die Zunge. Nein, es ist Mother's Day. Happy Mother's Day, allen Muttis da draußen. Geht schon los oder wie? Ja, Genau Wir richtig? sind quasi Genau schon richtig. Genau am Anfang bist du. So, jetzt gehen die Löschmonitore auch bei der Neuwerk ein bisschen hoch. Aber da ist schon ein bisschen Natur auf der Leitung, ne? Also ja. Wenn man mal guckt, da wo das Wasser aufs Wasser trifft. Oh, die Branddirektor Westphal im Tarnmodus. ja, schöne Bilder, die uns da präsentiert werden. Die Westphal ist weg. Ne? Ja, ich sag Da gerade kommt einfach schon nur noch Wasser. Tarnmodus. Ja, aber dann könnte ich ja mal meine Informationen mal so zur Hand nehmen. Ne? Gerne. Noch scheinen sie ja auch in der Aufstellung zu fahren, die geplant war. Die Motorboote flüchten. Ja, das kann ich verstehen. Da würde ich auch ein bisschen Gas geben. Aber das Schöne ist, wir sehen sie jetzt ja auf uns zufahren und dann könntest du mir im Zweifelsfalle schon den Namen verraten. Ist das nicht toll? Wenn ich den lesen kann. Ja, Neuwerk, die wir jetzt nicht mehr sehen. Die Neuwerk ist ein Mehrzweckschiff des Bundes. Verwendung als Eisbrecher, Notschlepper, Tonnenleger und Schadstoffbekämpfungsschiff. Und auch als Schifffahrtspolizei oder hat auch schifffahrtspolizeiliche Aufgaben. Ne? Also wenn die dich mal rechts ranwinken und sagen, hier, zeig mal her, dann musst du gehorchen. Oh, da gibt es eine Ansage. Ich glaube, die Neuwerk traut sich nicht. Ist vielleicht auch besser, nicht? Sonst haben wir Sturmflut bei uns da an der Kaikante. Ja, die Alexander von Humboldt II, natürlich haben wir schon auch mehrfach erwähnt. Dreimastbark, ist ein deutsches Schiff, gebaut von einer Stiftung tatsächlich. 65 Meter lang, 10 Meter breit, lag an den St. Pauli-Landungsbrücken und hatte seine Indienststellung 2011. 24 Segel mit 1360 Quadratmeter Segelfläche. Ist ein Ausbildungsschiff und liegt für gewöhnlich in Bremerhaven. Guck mal, mit Regenbogen. Wenn ich glaube, dann muss man ein Foto machen, oder? Ich habe gar keinen Weitwinkel drauf. Augen auf bei der Objektivwahl. Magst du mir mal meinen Weitwinkel geben? Boah, ist das schön. Oh shit, das erste Wasser kommt an.
Herrlich. Das erste Wasser kommt an. Ich mach mal das Laptop zu. Adi, ich bin genau hinter dir. Mit Regenbogen. Ja, also die lässt sich nicht lumpen heute, ne? Entschuldige. Das ist schon live. Definitiv. Ist die Neuwerk noch weit weg? Ja, Ein paar Meter hat sie noch. Aber ging noch, ne? Mit dem Wasser. Ja, war okay. Also wenn ihr mal einen Swimmingpool baut und den füllen müsst, ich hätte da eine Möglichkeit. Ja, also ihr müsst nur ein bisschen dicht an die Wasser. Naja, wobei ein paar Meter weit können sie ja, ne? Aber es kommt ja schon so eine kühle Brise von dem Wasser. Herrlich, oder? Schauen wir mal zurück. Ja, die Neuwerk kommt ja auch noch, ne? Die hat Ja, ja die auch war ordentlich ja schon. dabei. So, jetzt wird noch mal ein bisschen aufgefahren hier. Boah, stell dir das mal an. Junge, Junge. Ja, gar nicht ganz so schlecht, ne? Ja, die Alexander von Humboldt wäre das erste Schiff der Parade. Außer natürlich dem Führungsschiff der Branddirektor Westphal. Und dann sollten eigentlich hinter der Neuwerk auftauchen die Atlantis und die Hendrika Bartels, die Mare Frisum und die Antigua. Also da kommen die ganzen Segler jetzt erstmal. Ich sehe auch die Elbe, glaube ich, den Schlepper. Der müsste noch etwas weiter hinten sein, ne? Ja, schönes Schiff, oder? Das Horn ist aber auch amtlich, ne? Ja, damit brauchen sie sich auch nicht verstecken. Boah, die Neuwerk. Tanjas neues Lieblingsschiff. Aber ich glaube, wenn die Löschmonitore jetzt auch aufstellt, dann seid ihr weg vom Fenster gepustet. Definitiv.
Brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen hier. Ich habe gedacht, wir machen da gleich nochmal so eine kleine Winkelwelle. Vielleicht kannst du dann ja nachher auch nochmal rüber filmen. Ich versuche das. Ja, ich habe ja vorhin auch schon einen kleinen Rundgang über das Schiff gemacht. Richtig klasse. Ist ja riesig, Ich oder? weiß, dass dir das so gefällt. Das ist ein richtiges Schiff. Horn der Neuwerk hätten wir auch. Für die Sammlung. Oh, das war ja niedlich. Jeder wie er kann. Wir sind ja auch gleich nochmal drauf. Mit dem ich wollte sagen Ellenbogen, Regenbogen. Siehst du irgendwo noch oben? Zufällig? Stehen wir weg? Ich muss mal ranzoomen. Ja. Boah, was ist das für ein geiles Schiff. So, nun wird gewinkt von der Brücke oben. Ja, ja, ich war gerade schon drauf. Ach so. Na, vielleicht war das ja doch noch ein kleiner Gruß an Tanja. Gab doch gerade noch mal eine extra Hupe. Ja, die Luna scheint auch mitzumachen, wenn ich das richtig gehört habe. Stimmt, die Luna ist das. So, im Hintergrund haben wir. Wo bist du drauf? Vorne. Das ist die Atlantis. So. Die Atlantis, wo haben wir sie denn?
Da ist sie doch, siehst du. Das ist eine Barkentine aus den Niederlanden, haben wir bei der Einlaufparade auch dabei gehabt. Gebaut in Hamburg, Wichhorst Werft am kleinen Grasburg. Ist auch als Feuerschiff Elbe II bekannt gewesen und lag vor Cuxhaven. Du bist ein bisschen chancenlos. Ja. Vielleicht lassen wir auch einfach nur die Bilder sprechen. Kann man, glaube ich, machen. Schön, diese alten Hochseeschlepper. Elbe und Holland. Aber die Neuwerk hat aufgedreht. Ja, das macht schon einen Unterschied, ne? Wenn der Löschmonitor ein paar Meter weiter oben ist. Ja. War stark bei AIDA. Das ist die Prima. Prima macht auch mit. Das ist doch mal ein Hutkonzert. Du bist so neidisch mit deinem LKW, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Die Ja. können aber auch was, Elbe und Holland, oder? Ja, die beiden waren sich, glaube ich, auch einig. Das ist jetzt die Meerkatze, wenn ich das richtig orten kann. Ja. Also vom Geräusch. Es ist unheimlich schwer zu erkennen, welches Schiff welchen Ton macht. Kann ich dir hier irgendwie unterstützen oder müsstest du ja in Eigenregie machen mit deinen... Du kannst gerne die zweite Kamera bedienen, wenn du Ja. möchtest. Dann brauchst du dich nur auf ein Bild konzentrieren.
sind schöne Bilder. Er sendet Liebe. Und das ist die Donau. Ja, hat die Parade zum Einlaufen angeführt. Ein Marineversorger. Ein sogenanntes Tenderboot. Also so eindrucksvoll habe ich die Parade vom letzten Jahr nicht in Erinnerung. Oder wir überhaupt. standen einfach falsch. Das kann auch sein. Wir waren ja noch ein bisschen weiter draußen. Aber so viele Hörner und von jedem, der irgendwie eins hat. Wo ist Schwester Hansen? Die Männer in Uniform kommen. Haben wir die Pegnitz hier irgendwo? Da ist der Andi drauf. Der hätte ganz gerne mal schöne Bilder. Die Pegnitz ist das Minensuchboot, glaube ich, ne? Ist die da vorne? Weiß das nicht. Müsste eben gerade zu sehen gewesen sein.
Oh, die Bleichen kommt auch noch. Oh, und da hinten die Damon Jetje. Die Pegnitz war wohl noch nicht zu sehen. Gucken. Marineschiffe kann man nicht orten, ne? Kann das sein? Wenn die fahren? Nicht zwingend, also das entscheiden die, ob sie ihr AIS anhaben oder nicht. Also ich kann keine finden gerade. So, was geht denn los hier? Ja, du hast deine Männer in Uniform verpasst. Nee. Du, ich hab Kuss. So. Ach so, vorne hast du gestanden. Jojo. Ich musste sie ja verabschieden, Jungs. Ja, das ist wichtig. Die Bengels. Ja, gute Reise wünschen und Ja, so. und ne? so, genau. Ja. Aber wer von Schwester Hansen verabschiedet wird, der hat ja auch nichts zu befürchten. Nee, ich stehe ja hier oben. Ist ja alles gut. Ach so. Und die Stettin kommt da hinten auch ums Eck. Die haben wir eben schon gehört. Ja, die Stettin ist ja im Prinzip so die Brigitte unter den Schiffen, ne? Selbst wenn du sie nicht siehst, ne? Aber du hörst sie in jedem Fall. Sehr schön. Sehr schön. Ein etwas suffisanter Vergleich, ich weiß. Ey, ich schmeiß mich gleich in die Elbe. Bitte nicht, der muss das nächstes Jahr alleine machen, das muss ja nicht sein. Ah, da kommt gleich noch schön die Bleichen um die Ecke. Schön. Auch ein tolles Bild mit dem Segler davor. Und Dekomöwe. Na.
die Luciana, glaube ich, ne? Die da gerade so von dannen zieht. Jo, Die gibt ja richtig Gas. die gibt richtig Gas, oder? Ja, ja. Zwischendrin noch ein paar Festmacher hier vorne. Ja, die kriegt man jetzt gerade schwerlich drauf. Also, Aber hier die Bleichen mit der Stettin im Hintergrund. Und ein Fairplay-Schleppi dazwischen. cooles Bild, oder? Ja, Ja, ich würde mal sagen, alles was Rang und Namen hat, Ja. stellt uns vor die Linse. Es ist quasi wie ein Laufsteg. So sieht das mal Nur aus. viel besser von hier oben. Ja, Rang definitiv. und Namen und schwimmen kann. Ja. Und schwimmen kann, genau. Ja, also wir haben hier gerade Premium-Lage, ne, was das betrifft. Absolut. So, die Harak, die macht auch mit. Oh, Entschuldigung. So rum macht Sinn. Sie dürfen nicht fehlen, unsere Schlepper. Absolut nicht. Zusammen mit der Wasserschutz, glaube ich, ne? Und jetzt haben wir die Stettin zusammen mit der Damor Djedje. Und im Hintergrund die Haro Köpke. Ja. Schon ein cooles Bild, ne? Also echt toll. Also die Damo JJ auch oben, ist das irgendwie, sag mal, da in den Masten? Dieses Überkreuz. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das einfach Schmuck oder? Was meinst du denn? Ja, hier diese. Das Rote da, oder? Aha, der Kleine segelt da so gegen an.
Tolle Bilder, also wirklich großartig. Aber da hinten kommt eine Prag oder eine Dresden tatsächlich noch. So, wen haben wir hier? Ist das... Das ist die Pignitz. Ah, so, nu aber. Sehr schön. Wunsch erfüllt. Wenn das keine Werbung für Hamburg ist. Und da ist im Hintergrund auch die Tolkien. Achtung, Eisgang. Freya ist auch dabei. Und die Koje wird schon wieder bestückt mit Partygästen. Ja, da geht schon wieder heiß her. Dafür zieht im Hintergrund die Eye of the Wind durchs Bild gleich. Das war die mit den rötlichen Segeln, rot-braun. Jetzt habe ich sie mir mittlerweile raus. So, jetzt wo der ganze Kram vorbei ist, jetzt weiß ich Bescheid. Du noch so ein paar Hafengeburtstage und irgendwann erkennen wir die Schiffe auch alle. Da kommt die Polizei, Blaulicht und hat's eilig. Eindrucksvoll, wirklich Ja. eindrucksvoll, muss man sagen. Und die Klosterstern, das war der Frachter, ne? Oder? Ist das die Klosterstern? Oder habe ich mich da Ich möchte mich da jetzt nicht zu äußern, solange ich es nicht genau Ich weiß es gesehen auch nicht habe. so genau.
glaube, das ist sie nicht. Das müsste die Aida Luna gewesen sein. Ja. Ich glaube, die Freier hat schon genug. Die mag nicht mehr. Die mag nicht mehr. Ja, das wird jetzt ein Horn-Battle zwischen Luna und Stettin. Guck an. So, jetzt müsste die Helgoland hier vor uns reinkommen. Ein ziemlich mächtiger Doppelkieler. Tolkien kommt schon wieder zurück. Ja, ich glaube, die Freier hat auch ihren Liegeplatz hier, wo die Koi jetzt aktuell liegt. Und da hinten gibt es noch mal Wasser. Ja, kann ja mal gucken, ob es die Prag oder die Dresden ist. Aber die Neuwerk hat schon Das war gut geliefert, schon fand ordentlich. ich. Das ist die Prag. Aber es ist etwas ruhiger geworden nach hinten zur Parade, oder? Ja, Also vorne war mehr Lametta. das ist richtig. Ich glaube, das hat sich das Feld auch ein bisschen auseinandergezogen. Da ist jetzt auch schon viele Hobbyskipper mit dazwischen. Gerade die sollten doch ordentlich hupen, oder? Ja, aber sie verhalten sich ruhig, du. Jetzt haben wir hier vor uns noch mal ein paar Traditionsschiffe, die jetzt hier gleich durchziehen werden.
alles eher kleinere Schuten. Quatsch, nicht Schuten. Barkassen. Alter Dampfschlepper, Tiger. Ja, hier vorne haben wir noch ein Fischerboot, glaube ich, war das mal. Genau. Sieht mir sehr verdächtig danach aus. Ich glaube, die Freier hat das gehört, dass wir gesagt haben, hier ist nichts mehr los. Mal ein bisschen Gas geben. Oh, der Tiger räuchert aber gut. Ja, Aber ich mag den Geruch, ja. Das ist halt dieser ist halt Hafen, Kohle, ne? Kohlengeruch. Der ist schon echt. Ja, aber wenn man bedenkt, dass die früher im Hafen alle damit rumfuhren. Der ganze Hafen muss so gerochen Ja. haben. Ich glaube, der Hafen war auch tatsächlich relativ schmutzig damals. Ja, das kann sein. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich auch etwas, was so ein bisschen die Hafenromantik von früher ausmacht. Ne? Die dunklen Schlote. Ich könnte mir vorstellen, dass die Koi gleich nach der Parade raus will. Weil die Freier sieht nämlich so aus, als ob sie genau dahin möchte. Ja, die wartet, ne? Ja. Ja, die Prag macht hinten noch mal sauber. Kommt auch demnächst noch mal durchs Bild gefahren. Aber Prag und Dresden finde ich ja auch äußerst interessant. Ganz tolle Schiffe. Lässt sich alles einfahren, umklappen. Ja, Und ich glaube, dann haben die eine maximale Durchfahrtshöhe von 2,40 Meter und kommen auch in Gebiete vom Hafen, wo die Branddirektor Westfalen nicht hinkommt aufgrund ihrer Höhe. Und gerade in so einem Hafen mit vielen Brücken ist das natürlich schon wichtig, dass man da auch die Möglichkeit hat, hinzukommen. Ja, heute kam durch Zufall, oder wir haben durch Zufall in die Reportage davon geswitcht. Die sind ja zum Beispiel auch als schwimmende Hydranten unterwegs. Ja, Ne? genau. Aber ich finde das cool, dass AIDA dieses Mal mitmacht. Also, top. Jetzt gibt es hier noch mal ein klein bisschen Regenbogen. Ja, auch schön. Oh, die können aber auch was. Ja. Auch schön. Ich glaube, jetzt fahren sie etwas runter wegen der Freier.
Ja, die Gäste an Deck werden es zu schätzen wissen. Und wir auch. Denke ich auch, ja. Ja, aber die können zur Seite auch nochmal vierfach auffächern. Ne? Also die haben da noch ein bisschen mehr. Und dann halt die beiden großen Monitore hinten auf der Plattform. Ja, und ich glaube, mit der Prag war es das dann auch mit der Ja, Auslaufparade vom 836. Hafengeburtstag. Und damit ist er meines Wissens offiziell beendet. Aber Hamburg Hafen Live ist noch nicht zu Ende, denn wir haben gleich noch 3 Kreuzfahrtschiffe, die rausgehen. Wir haben die Amadea, AIDA Luna und AIDA Prima. Und die sollen alle so ab 19:30 Uhr rausgehen. also es geht weiter mit dem bunten Schiffsprogramm. Mein Vorschlag wäre, dass wir gleich eine kurze Pause machen. 10, 15 Minuten. Kamera und Stream natürlich weiterlaufen lassen. Nur, dass wir... Nur, dass wir... Wir können ja Freiwillige moderieren lassen. Das ja, haben wir du, wir können auch... Ja, genug Ja, da, ne? gerne. Also haben wir... hol doch mal Rainer und Thomas. Oh, dann hast du aber Minuszuschauer gleich. So. Ja, das war doch echt cool, oder? Das war doch richtig cool. Heiko, wir machen eine Pause, aber nicht im Stream. Also wir lassen den Stream weiterlaufen. Nur wir holen uns noch mal irgendwie was zu trinken oder so, einen kleinen Snack. Und würden euch dann... Können wir auch noch mal abklatschen draußen, ne? Genau, nochmal zu den Gästen. Und würden dann aber, weiß nicht, so in 10, 15 Minuten wieder da sein. Ja, das ist ja hier alles gleich im Anschluss, ne? Ja, Zack, ja, zack, zack. das geht ruckzuck. Also es macht auch keinen Sinn, jetzt Ja. den Stream zu unterbrechen. Aber vielleicht machen wir das einfach mal so Bild in Bild, dass man in die beiden Richtungen schauen kann so ein bisschen. Und ja, nein, ist aber cool. ich muss erstmal, also was ich natürlich machen muss, ist noch ein paar Dankeschön. 25 € kamen noch anonym rein. Leon, 5 verschenkte Mitgliedschaften. Chipspotter Paul, 18 Monate dabei. Rudi, 5,99. Einfach Via, 20 €. Onkel Jupp verschenkt 5 Mitgliedschaften. Frauke, 16 Monate dabei. Svenny, 50 € Superchat. Holger, 5 € Superchat. Snake ist mit dem Prime Sub neu dabei. Tony Roberts, 20 bucks. Anthony Roberts, the same guy. Tony Roberts, Anthony Roberts. One gifted membership, eine verschenkte Mitgliedschaft. Onkel Jupp ist auch seit 16 Monaten dabei. Christian Kölner, 10 Monate. Thomas Seifert ist seit 10 Monaten dabei. Christian Hering, Thomas Seifert lässt 10 € da, Christian Hering auch nochmal 2 €. Oh, Cherry Wolf ist mit 118 Raidern rübergekommen. Haben wir leider eben übersehen, aber schön, dass ihr da seid. Peter mit einem Prime Sub neu dabei. Einfach Via verschenkt an Justin ein Sub. Charlene Möhring, 5 € Superchat. Lucifer, 100 Bits. Kapitän Haddock neu an Bord mit einem Sub. Erfurter Puffbohne, 10 € Superchat. Icy Yogi mit einem Sub auf Twitch dabei. Sascha Riedel, 11,99, Tisch 9, 2 €. Andreas Preuß, 10 €. Lars Bach, 2,49. Dirk Bütow, 5 €. Andi, 5 €. Udo Hauptmeier, 5 €. Sven Jakobsen, 2 €. Shielded 4, ein Prime Sub. Anlor Borchardt, 5 €. Clauli, 6 Monate dabei. Rheinmann, 2,49. Christina Kessler, 15 Monate. TL Naturbild, neu auf dem Fischmarkt dabei. Safe Zone Expert mit 5 € Superchat. Quax, 2,49. Harry de Jong, 4 Monate auf Twitch dabei. Jürgen Neddens, jetzt neu auf der Reeperbahn. Doug Chris, 5 € Superchat. Jürgen Fretter, eine verschenkte Mitgliedschaft. JJ, 5 €. Gabriele, herzlich willkommen auf dem Fischmarkt. Rienchen, 2 Monate. Und Jürgen, 10 € Superchat. Leute, ihr seid sensationell. Ihr schießt hier echt den Vogel ab. Das ist so abgefahren. Ganz, ganz dickes Dankeschön. Und Vielen Dank. wir gehen in eine kurze Pause, würde ich sagen, oder? Ja,
Bis gleich. Bis gleich. So, Mikros. Wollen wir die nach drin auf den Tisch legen? Dann können sie nicht Nee, wegfliegen. ja, aber ich Oder- glaube ein bisschen, oder ich hier glaube so ein einfach- bisschen Hafenflair möchten die Leute schon haben. So? Genau. Einer hängt. Also, egal. Ich glaube, ich möchte auf jeden Fall hier noch ein bisschen Partymucke von der Koi Ja, haben. perfekt. Ja. So, wir beide tanzen das Buffet, ne, oder? Ja, wir sind in 10 bis 15 Minuten wieder da, ihr Lieben. Und lassen euch hier so ein bisschen Bild in Bild. Ich hoffe, dass wir so einen ganz guten Überblick haben mit der Einstellung. Bis gleich! Bis gleich.
ist er ja.
So, ich lasse dich mal alleine, ne? Ehrlich jetzt? Ja. Ich dachte mir, Ja, dann hole ich mir aber erstmal die ordentliche Brille, weil ich kann ja gar nichts kicken. Du bist ja auch geil. Ehrlich jetzt? Hören die mich schon? hör nicht. So, bin jetzt da, Leute. What's going on? Du unterhältst die. Guck mal, hier hast du den Chat. Ja? Ne? Oh, herrlich. Nur nicht nachher ab. Nee, du tüdelst, ne? Oh, Tür zu. Lassen die mich alleine? Ja, wir hören dich. Oh mein Gott, Leute, ich bin hier ganz alleine mit der ganzen Technik. Hilfe! Die sind alle abgehauen. Die sagen, ich habe ein Echo. So Leute, was soll ich jetzt sagen? Es war ein wunderschönes Wochenende. Es war ein tolles Wetter. Es war ein grandioser Auftakt und auch wieder jetzt zum Ende. Ich meine, mehr geht nicht. Was soll ich euch erzählen? Da kann man machen, was man will. Es war einfach sensationell geil. Da kannst du nichts machen. Das müsst ihr selber mal erlebt haben. Jeder, der jetzt vor dem Fernseher sitzt und quasi mit uns dabei war, muss es selbst erleben, weil das dieses Flair, das Spüren der Wellen, des Windes, die Möwen, die ganzen Menschen, die hier sind und rumschreien und diese ganzen Schiffe, die rumhupen und was auch immer, das muss man erleben. Da flippst du ut, flippst du einfach ut. Und dann noch immer diese ganzen verrückten Menschen, die hier von überall herkommen. Wir haben so viele Touris in der Stadt. Ich glaube, alle Hotels sind ausgebucht, was die Stadt in Hamburg jetzt so verdient hat. Schade, dass wir davon nichts abkriegen, aber gut, wir waren auch dabei. Es ist, wie es ist. Anja, da kommt dein Gesprächspartner. Du kannst sagen, was du willst. Ist mir doch egal. Ich habe deinen Hilferuf draußen gehört. Wirklich? Wir gucken ja da in der Lounge Oh nein, herrlich. und deswegen bin ich schnell mal dazu gekommen. Aber so, was geht denn? Der Jens sitzt jetzt da und wartet darauf, dass ich ihm ein Zwischenergebnis aus der ersten Liga gebe. Ich weiß es aber nicht. Du willst jetzt mit mir über Fußball reden? Ganz kurz das Zwischenergebnis und dann können wir anderes Ich besprechen. wollte gerade sagen, Fußball, da bin ich echt raus. Also ich weiß, dass der HSV gestern gewonnen hat. Ich meine, das ist auch schon mal was. Wer in Hamburg ist und das nicht mitbekommen hat, hat aber auch wirklich verloren. Wie ist denn die Lage jetzt überhaupt? Die Lage ist ganz entspannt. Es steht 3:3, nee 2:2, was denn nun? Unentschieden, 2:2, Jens, es steht 2:2. Ein Punkt für St. Pauli reicht angeblich, weil die ein tolles Torverhältnis haben. Nee, es ist gerade das 3:2 gefallen, oh Gott. Also ich sag mal, die meisten Leute sagen 2:2. Alles klar, Dankeschön. Bist du hier zufrieden? Ja, wir drücken ja nicht nur dem HSV die Daumen, sondern auch dem FC St. Pauli. Der spielt außerhalb, das habe ich im Radio mitgekriegt. Und zwar in Frankfurt. Und wir haben gestern das Flugzeug gezeigt, hier am Flughafen, dass die Mannschaft nach Frankfurt geflogen Das ist hat. nicht dein Ernst. Warst du voll, also warst du schon ein bisschen aufgeregt, ne? Ja, jetzt ist gerade das 3:2 gefallen, sehe ich gerade. 87. Minute. Das ist nicht gut. Aber Titus meint, das Tor war ein Handspiel. Das ist noch im VAR, oder was? Ja, wir warten jetzt auf 3 Kreuzfahrtschiffe. Ich weiß nur von 2, also 2 sehe ich. Nee, da kommt ja noch eins. Da und da und? Ganz da hinten bei der Elbphilharmonie. Ach, da liegt auch noch eins, auf dem neuen Kreuzfahrtterminal wahrscheinlich dann. Ja gut, das kann man von hier aus nicht sehen. Also 3:2 gilt nicht, es steht weiterhin 2:2, Jens. Also es ist wirklich nur 10 Meter entfernt in dieser Lounge. Hast du auch gesehen, dass hier extra Winkelemente produziert wurden für diese Veranstaltung? Hast du die schon gesehen? Nee? Zeig mal, zeig mal. Warte mal, die waren hier. Oh, ich habe ein bisschen Angst hier. Können wir das eigentlich auch in der Kamera zeigen? Oh, Ich habe nämlich eine Information zu den Fahnen.
Der Fahnenstab ist aus einer ganz langen Nudel produziert worden. Und das hat man in der Zentrale in Berlin von den Gin-Hotels händisch zusammengeklebt. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Könnt ihr das irgendwie so ein bisschen sehen, ja? Das sind die Hamburg Hafen Live Gin Hotel Hafengeburtstag 2025 Fahnen. Herzlichen noch gar Glückwunsch. nicht Wenn man gesehen. sowas hat man es geschafft. Also, Wusste ich doch, dass ich dich noch in irgendeiner Art und Weise begeistern kann. das ist ein bisschen lustig, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist Seit wann waren die denn hier? Seit Freitag. Und du kannst die Nudeln noch in den heißen Topf reinspeisen und dann noch weiterverwerten. Wir sollen übrigens alle mitnehmen. Da sind noch ganz viele draußen auch an den Tischen. Und die sind gestern wohl hier mitgenommen worden bei der Veranstaltung gestern Abend. Also das sind die heißen Informationen, die ich von drüben von der Bar mitgebracht habe. Was du nicht alles weißt, du. Ja, Ja, also fahren hier wir wird mal. gefragt, wann die Kreuzfahrtschiffe ablegen. Da ich jetzt auch gerade erst gekommen bin und weiß ich gar nicht Bescheid, was hier los ist. Und kein Mensch ist hier. Keiner kann uns helfen. Weißt du denn, was los ist? Also irgendwas zwischen 19 und 20 Uhr geht es mit 3 Kreuzfahrtschiffen weiter. Und ich erwarte eigentlich einen ordentlichen AIDA-Horn-Battle. Also, wenn es heute nicht passiert, ne, dann weiß ich nicht, was los ist. Hier, da kommt's doch. Norbert Tomacek schreibt's rein. 19:30 Uhr geht die Amadeo raus. Das wäre also dann im 15-Minuten-Takt. Hier gibt es ganz, ganz viele Grüße. Vielen Dank. Das wäre also eine Hamburg Hafen Live Bolognese mit Nudeln und Fahne. Reik schreibt, die hast du auch gesehen, die Nudel weht im Wind. Sehr schön. Ich würde sagen, wir machen gleich noch, wenn die rausfahren, dann machen wir noch mal ordentlich eine... Also wir winken auf jeden Wir Fall bei winken allen auch. Kreuzfahrtschiffen mit den Hamburg Hafen Live Gin Hotels Fähnchen. Also. Hier wird nochmal gesagt, dass nachgezählt wurde. Es ist der 836. Hafengeburtstag. Ja, das ist auch richtig. Wie ich hörte, gibt es seit dem 800. Hafengeburtstag hier im örtlichen Radio eine Best-of 800 beste Songs Ja, Ja. Playlist. Ja. Und die wird jedes Jahr um diesen einen. ja. Wir sind jetzt also bei 836 super Songs, die Ja. dann in dieser Geburtstagswoche gespielt werden. Das fand ich auch eine sehr schöne Story zum Hafengeburtstag. Kannte ich nicht. Also ich würde mal sagen, das war wirklich ein ganz tolles Wochenende hier an der Waterfront. Auf jeden Fall. Also wettertechnisch mehr geht auch nicht. Also die Sicht ist vor allen Dingen besonders klar gewesen. Ja, Und es waren wirklich viele Menschen hier, aber es, glaube ich, war alles friedlich. habe ich auch gerade besprochen, wir hatten ja also gestern so ein bisschen Befürchtung gehabt, es wäre zu voll. Das wurde ja auch gesagt, 1,5 Millionen Leute hier, aber es verteilt sich. Wenn man Ja. jetzt also in diese Richtung hier, Richtung Westen unterwegs ist oder Richtung Elbbrücken, da war es auf jeden Fall nicht so voll wie jetzt hier im Kernbereich bei den Landungsbrücken. Ja, also ich würde sagen, Wir geben das Mikro wieder ab. das weiß ich nicht. Ist das Spiel, wir machen so lange, bis St. Pauli zu Ende ist in Frankfurt mit dem Spiel. Das kann ja höchstens noch 3 Minuten dauern mit Verlängerung. Guck mal, die Helgoland, die Meerkatze kommt, die Bleichen kommt, alle Also es wieder kommen rein. noch ganz gute Sachen Leute, hier. ihr müsst so ein bisschen auf den Chat achten. Oi Dirty King sagt, er kommt gleich in einer halben Stunde mit Sophia Soraya vorbei. Schwester von Kaya Josephine. Wer ist das denn? Was ist das denn? Sind das, das- Influencer, die wir noch nicht kennen? Nein, das sind die Kupfererztaxis. Kupfererz. Oh, das ist was für mich. Kupfererztaxi zwischen Brunsbüttel und Aurubis. Wie cool, können wir damit Als auch fahren, oder Duisburger was? bin ich für Ärzte immer zu Schwester Hansen haben. kann bestimmt mal mitfahren bis nach Brunsbüttel. Oh, cool. Shogun fragt, ob das Gin-Hotel auch Frühstück hat. Bezog sich das auf uns, weil wir hier noch übernachten? Nee. Es ist noch 6 Minuten mit Nachspielzeit. Alles klar, super. Da hier, Chrissy sendet viele Grüße von Bord der AIDA Luna. Wir legen um 20 Uhr ab. Wir werden euch im Bild haben und werden auch mit den Hamburg Hafen Live Fahnen winken. Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist ja, wenn man moderiert, dann muss man lesen Wir haben und übrigens- gleichzeitig, sag ich mal, das Gehirn irgendwie aktivieren, Das dass man ist total liest, schwierig. versteht Ja. und gleichzeitig redet, aber was ganz anderes redet, was da im Chat ist. Und dann muss ich noch neben dir konzentriert sein. Das kommt noch dazu.
Das kommt on top. Da sage ich doch mal hier so Flaggenalarm. Also nochmal die Nudeln in den Wind. Aber bitte, die Nudeln nochmal für euch. Wir haben noch gar nicht 22 Uhr. Oh, herrlich, du. Aber da kommt die Küstenwache. Okay. Vielleicht kriegen wir Bevor ja mir noch das mal hier so... Mikrofon hier weggerissen wird, mache ich noch mal kurz Werbung. Morgen früh geht es weiter vom Flughafen Hamburg-Finkenwerder bei Fluggesellschaft.de. Ich hoffe, das durfte ich kurz machen. Ne? Eben hast du gesagt, ich darf alles erzählen. Das hast, Bikanal ist Sukanal. das hast du jetzt davon. Amadea hat abgelegt, wenn ich das richtig dann sehe. macht ihr mal weiter. Ich gebe mal das Mikro ab. Das war Soll ich nochmal eine WhatsApp verschicken? Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß mit euch gemacht. Genießt jetzt die 3 Kreuzfahrtschiffe, die kommen. Es kommen übrigens hier die Küstenwache Helgoland kommt zurück, die Meerkatze kommt zurück. Also so richtig mit Ja, aber weißt du, da Ablegen sind oder Uniformierte drauf und das mag ich ja so Es gern. sind so schöne Schiffe und So schöne Schiffe. so schönes Licht noch Ich habe doch von den Menschen gesprochen. auf den Schiffen. Auf den Schiffen. Ach so, du bist ja diese Dame, die auf die... Da wird schon gewunken. Ja, ja, die sehen mich. Uhu. Das war die AIDA. Komm, mach mal hier. Du stehst auf Uniformierte, habe ich gehört. Naja, er steht nicht drauf. Muss man so sagen. Hauptsache ein paar Streifen auf dem Rücken. Schwesterchen, darf ich dir das Moderieren ein bisschen erleichtern? Na, Ich habe hier was für dich. oh, danke schön. Danke schön. Also ich Große finde, Liebe. du und Thomas, ihr macht das ganz hervorragend. Aber dafür, dass wir euch einfach so ins kalte Wasser geschmissen haben, war das echt klasse. Ich glaube, das Horn gerade kam von der AIDA Prima. War das richtig? Ich glaube ja. Also ich hätte es mir ja von der Meerkatze gewünscht. Und dann so ein paar Leute da oben drauf, die mir so zuwinken mit meinem kleinen Fähnchen in der Hand, mit dieser Nudel. Finde ich super. Sensation. Und Bier in der Hand. Finde ich Also- auch herrlich. Diese gebastelten Fähnchen mit den Nudeln finde ich ja wirklich sensationell. Ja, ihr Lieben, ich glaube, das war eine adäquate Vertretung. Also Schwester Hansen und Thomas von Fluggesellschaft haben, glaube ich, einen super Job gemacht. Ja, da kommt die Holland mal rein. Schön. Ganz schön weit weg noch. Naja, die fährt langsam. Naja, man könnte ja reinzoomen. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, Ja, guck siehst mal. du, aber siehst du. Na, mein Freund, alles gut da unten? Guck, da unten Ja. winkt auch einer. Ja, das ist potenziell Siehste? Angelfutter. Ne? Siehste, siehste. Ja. Muss auch mal Glück haben im Leben. Aus der Ferne höre ich etwas, das könnte die Amadea sein da hinten. Kommt zumindest aus der Richtung. Guck mal, Tina hat ihr Nudelfähnchen bis nach Hab ich Freiburg auch. nach Hause genommen. Das Schöne ist ja, da hatte sie unterwegs was zu knabbern. Auf Freiburg ist aber schon ein ganzes Stückchen, ne? Ja, aber das ist ja auch eine lange Nudel. Ja. Also, ja, bitte. aber also, nee. Aber das hat sie gut gemacht. Vielleicht hängt sie das nochmal alle Ehren irgendwie zu sich und erinnert sich immer, dass sie hier war. Das ist doch auch schon mal schön. Und halt noch mal ein bisschen nach. Hamburg, meine Perle. Ja, gleich. Jetzt hat sie ein Fähnchen zu Hause. Ja. Das ist doch schön. Darf ich auch eins mitnehmen nach Hause? Ja, unbedingt. Großartig. Unbedingt. Die Amadea fuhr übrigens für NYK Cruises unter dem Namen Azuka 2 Asuka sagt mir auch irgendwas. und wurde dann von Amadea Cruises übernommen und fährt jetzt für Phoenix Reisen. Ist von Phoenix dann nur gechartert, ne? Sag mal, ihr beide wisst aber auch so viel, ne? Meine Güte nochmal, da wird's aber ein bisschen neidisch hier. Oh, das macht übrigens nicht nur Traumschiff, sondern auch den Ableger Kreuzfahrt ins Glück. Oh. Ist das nicht was für dich? Ja, das ist der Kreuzfahrt ins Glück, da bin ich dabei. Finde ich gut. Können ich auch mal machen, ne? Vielleicht sollte ich mal Schauspielerin werden. Da bist du doch schon. Das dürfen wir ja niemandem sagen. Vielleicht kannst du ja mal die Bordschwester machen oder so.
Da habe ich gar kein Problem Ja. mit. Sie sehen so seekrank aus. Darf ich Ihnen mal hier die Tablette geben? Ne? Und dann spucken die mich an, ne, weil die so schlecht ist. Ja, oder hier, nehmen Sie ein Zäpfchen, das kotzt Sie Ich nicht gebe aus. den gleich eine Infusion, das ist besser. Ach so. Zack. Das ist einfach einfacher. Ach, guck mal, und hier der Chat schreibt es gerade. Auch St. Pauli ist durch, ist gerettet. Also gibt es nächstes Jahr wieder St. Pauli gegen HSV. Oh mein Gott. Derby. Oh mein Das Gott. Derby aller Derbys. Wahnsinn. Und wieso kommt jetzt dieser Schwimmkram hier bei uns vorbei? Warum ist der jetzt? Hat er irgendwie eine Bewandtnis? Braucht er Der kommt irgendwas? wegen mir, ich muss irgendwie runter. Das ist der Fahrstuhl. Ja, Druckverlust. Rainer von Druckverlust, Rainer, genau. ja. Der kommt jetzt hier mit dem Kran nach unten. Ihr persönlicher Herrlich. Fahrstuhl. Ja, genau. Ja, Premium, ne? So, die Prima ist auch in Fahrt, sehe ich. Oh, die geht vorher raus. Liegt die da hinten bei dem neuen Terminal? Nein, die Prima, die liegt hier gegenüber. Ach, die die? Amadea, Ach. die kommt hinten von dem neuen Oh Terminal. ja, die fährt. Die Ja, die fährt. Amadea gibt jetzt Horn, die fährt scheinbar. Oh, sag Dann mal. haben wir die Prima, die geht offensichtlich vorher raus. Tatsache, die Das fährt, ist ja richtig Ich habe das gar nicht Schlag auf gesehen, Schlag. dass sie sich bewegt. Alter. Jetzt sagen wir mal zum absoluten krönenden Abschluss hier. Aber- Gewinne, 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 Gewinne. Sag mal, wenn wir Glück haben, treffen die sich alle hier direkt und fahren ineinander. Ja, schön Bug an Bug. Oh, ein Träumchen. So wie die Schleppis. Ja, wir kriegen noch Das war Kreuzfahrtballett schon hier. romantisch, oder nicht? Ja. Ja. Das war also, Das das, auch gestern das war sehr, sehr Ich hatte cool. nicht nur ich hatte auch Gänsehaut ganz woanders. Also Ja, das sah ja wirklich gut aus. Da also, Auch mit diesen kannst du Gänsehaut Farbbomben, haben. Ich ne? dachte, ja, das Also, hat mich ja, das da fand sind ich auch die Kinder so noch cool. runtergefallen bei den Fahrbomben. Ja, also das haben die wirklich, damit hat ja auch gar keiner gerechnet, dass es knallt und dann einfach puff, peng, alles bunt. Also Herrlich. ähnlich hatten sie das ja letztes Jahr auch schon. Ich finde es aber generell gut, dass sie das halt gemacht haben, weil es bei Tageslicht Ja, funktioniert. ja. Eben. Nicht so wie die Disney-Schiffe in Papenburg, die dann bei Sonnenschein so ein ganz normales Feuerwerk zünden. Und du hörst nur Puff, aber Aber siehst siehst nichts. nichts. Ich würde sagen, das kommt im Alter, aber das lassen wir lieber. Das, als man das Puff hört, aber nicht sieht, Ja, aber genau. dafür riecht. Ne? Ja, Oder? richtig. Oh, guck mal, da hinten kommt sie doch. Ja. Die lässt sich nicht lumpen, die kommt direkt auf uns zu und sagt, Ja, hello, ihr meine Vielleicht lieben Ich ja, kleinen sag dir das, ja. Streamer. Ich komm da mal vorbei. Oh, Klang so abwertend mit dem du kleiner Streamer. Nee, also nee. Niemals. Ja, also jetzt wird es hier aber wirklich wild auf der Elbe. Das glaub ich Denn aber auch. da hinten kommt die Oh Amadea. ja, oh ja. Oh, guck mal, und hier der Schwimmkran, wie der sich ins Bild schiebt. Oh, Junge, Junge, Junge. Du, das ist aber ein bisschen voll hier. Also, wo wollen die denn alle hin? Du, die treffen sich wirklich. Ja, das Mann, ist gut, cool. dass wir hier oben sind. Kann nichts passieren. Kann nichts passieren, nee. Es sei denn, der dengelt jetzt hier unseren Balkon ab. Dann wird's eng. Chrissy ist auf der Aida Luna. Das ist aber schon spannend, Ja, ne? ist schon. Weil die Luna, die schafft das aber, glaube ich, hier durch. Ja, und das Bötchen, wo wird das hier? Das ist die Bleichen, die geht wieder hinten zum Das wird aber ein Hafenmuseum. bisschen enge alles, ne? Na gut, die werden schon wissen, wie sie es machen. Ja, mit Sicherheit. Also, wir werden das Spektakel beobachten für euch. Aber dieser Schwimmkran ist ja echt mal cool, ne? Vor allen Dingen von hier oben. Wahnsinn. Das sieht ein bisschen aus wie der Eiffelturm von der Elbe, ne? Könnte man so... Ja, der norddeutsche Eiffelturm. Ja, genau. Da hingen gestern auch noch Farbbomben dran. Fürs Konzert. Ja, Ja.
Hat er gesehen. Hat er nämlich. Guck mal, und da unten ist die Skatrunde. Mit dem HSV-Tisch. Auf dem Schwimmkran. Na, die haben ja ein Leben, Leute. Ganz gechillt sitzen sie da, herrlich. Kommen wir mal kurz ein Ja. näher, wenn das okay ist. Ja, ja, mach mal. Aber sag mal ganz kurz mal, ne? Gestern Abend seid ihr nicht tot ins Bett gefallen, den ganzen Tag da in der prallenden Sonne und dann abends nochmal? Das Ja. war schon ein heftiger Tag, oder? Das war Aber spannend. schön. Ja, es war ein schöner Tag, aber es war ganz schön anstrengend, oder? Jetzt sag mal, also wirklich. Ohne Scheiß. Ja, ohne Scheiß. Also die Sonne hat ganz schön gebrutzelt. Ja. Und ich bin irgendwie nachts erst so gegen 3 eingepennt, weil man irgendwie so alles das, So was man Overload so war, ne? gesehen hat, muss auch erstmal verarbeitet Ja, werden. Ne? ja, War schon ja. echt fordernd. Aber war auch toll. Also Ja, man sieht das ja auch nicht alle Tage. Es Nee, ist absolut einmalig. nicht. Und, Ja. aber ich habe schon, also ich war dankbar nach Freitag, dass ich Samstag zu Hause und euch da im Chat begleitet habe, aber ich musste nicht gehen. Und das fand ich gar nicht schlecht. Konnte die Beine von Dolores mal ein bisschen hochlegen. siehst du. Das muss aber auch mal sein. Ja. Also das wird wirklich spannend hier. Ja, ja, Wobei die die gleichzeitig. Amadea, glaube ich, schon etwas flotter unterwegs ist. Ihr könnt euch das ja mal im Wesselfinder angucken. Stimmt, da werden ja die Knoten angezeigt. Ne? Ja, aber die Amadea hat schon ein bisschen Fahrt drauf. Und nicht nur, dass wir die Schiffe ja hier nun alle präsentiert haben hier, dass wir dann auch den Fußball jetzt noch. Also das Also- Wochenende ist wirklich, also für wirklich- die Geschichtsbücher. Absolut, oder? Muss man so sagen. auch Also es war auch schon- ein Hafengeburtstag ist absolut genial. Boah, also mehr geht auch nicht. Ich möchte, also was gestern auf der Reeperbahn los war, möchte ich gerne gar nicht wissen. Ich glaube, die sind alle komplett eskaliert. Die Bleichen kommt auch noch zurück. Was gibt denn das jetzt für ein schönes Bildchen hier? Das war cool, oder? Alles gleichzeitig hier. Ja. Wahnsinn. Alexander von Humboldt ist auch auf dem Weg zu uns. Also, Junge, Junge, Junge. Wisst ihr denn, was ihr morgen macht? Ja, Ausschlafen. definitiv. Du auch? Bisschen, ne? Ich habe auch noch einen Termin, wo ich hin muss. Und dann werden wir mal für eine Woche Entschwinden. entschwinden. Genau. Herrlich, In den hohen Norden. herrlich. Ich will es ja gar nicht sagen, aber ich habe mir schon Ja. nachdem dieses Wochenende habe ich gedacht, es wird schon ein bisschen anstrengender und, sag ich mal, heftiger und alles. Gedacht, du machst einfach Montag noch mal ein bisschen Urlaub, ne? Also habe ich morgen frei und Das ist so eine schöne Idee. freue mich so Ja, doll. glaub ich dir, ne? Also, Es ist einfach so herrlich. Also ich kann dir immer noch nicht sagen, welches Schiff hier als erstes durch Nee. ist. Wirklich, es ist so Nee. schwer. Man weiß gar nicht, wer jetzt hier gleich zuerst.
Hast du die Kamera alle unter Kontrolle hier? Ja, ich krieg die nur noch nicht beide auf eine Kamera. Moment. Ich kann noch ein Stück zurück, dann kannst also du hier. mich stört das hier Ja, gar nicht. Ach so, aber wegen ja, Handy, ne? ja, Ja. weil er muss da ja immer jonglieren. Ich mach mal Platz. Willst du hierher? Nee, Okay. alles gut. Ich finde, du machst das super. Oh. Ja, ihr könnt ja mal gucken oder ihr raten oder schreiben, was ihr denkt, wer hier zuerst rausgeht, weil das wird wirklich eine enge Kiste. Das waren Amadea und Bleichen Ja, genau. übrigens, damit ihr das zuordnen könnt. Irre. Ich kann es immer noch nicht sagen. Ich kann es nicht sagen, wer hier als erstes durchgeht. Ist es wie rechts vor links, wie im Straßenverkehr auch auf dem Wasser? Eigentlich schon, glaub Auf ich. dem Wasser, ja? Gibt das Hauptfahrwasser und das Nebenfahrwasser und dann richtet sich das irgendwie so ein bisschen. Okay. Aber frag mich jetzt Also mal, wir werden was das jetzt gleich sehen, wer hier zuerst. Nee, die wartet. Ich glaube, die Prima zieht Ja, durch. Ich habe das die Gefühl, zieht die durch. Amadea nimmt Die Fahrt hält. raus. Ja, würde ich auch so sagen. Irre. Leute, ist das noch mal irre hier. Also, dass ich das noch heute Abend erleben darf, hören Sie mal. Das ist ja echt ein Wahnsinn. Ja, aber mit Horn nicht geizig, ne? Also Nein. darf gerne wiederkommen. Ich finde, das ist auch ein schickes Schiff. Also. Ups. Kamera klickt. Ich will noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Haben wir denn jemanden auf der AIDA Prima? Die, Ja, ich glaube ja, aber ich bin etwas. Wir wissen nicht wie, wir wissen nicht Ja, wo. es ist gerade etwas zu viel alles. Ja, also es ist, Leute, wenn ihr das sehen würdet, Paddy hat wirklich zu tun. Links, rechts, hin und her, geradeaus, alles hier betreuen. Könnte ja helfen, aber dann würdet ihr gar nichts mehr sehen. Ja, dann welche Kamera das noch? Das sag ich dir. Ja? Und die Antigua, die schleicht kurz vor uns hier vorbei. Die seht ihr gar nicht mehr. Der schöne Dreimaster hier. Der kommt wahrscheinlich gleich nochmal ins Bild. Auch macht ihr mal.
Amadea ist Wingflash. Oh, mit den ganzen großen Händen. Wie süß ist das denn? Ist das cool? Ich mach mal mit meiner klitzekleinen Fahne hier. Mal gucken, ob uns jemand hier erhaschen kann. Was ist denn mit der Luna los? Ja, ich würde mal sagen, allen eine tolle Reise. Ist das geil, das Schiff hier direkt vor dem Balkon. Ja, das ist... Hallo? Mehr geht Wie cool nicht. ist das denn bitte? Nochmal jetzt zum krönenden Abschluss hier. Aber so viele Menschen sind da gar nicht drauf auf der Amadea. Ja, Tati kommt hier richtig in den Stress, ne? Links, rechts. Guck mal, direkt unterm Schornstein da, die beiden. Ne? Süß, ganz süß. Die freuen sich, dass sie auf die Reise gehen. Aber ich finde es auch süß, weißt du, wenn man sich freut und sich darauf einfach freut, ein bisschen irgendwie Zeit zusammen verbringt, irgendwie zusammen und alles gut. VW Saturnus macht auch noch mit. Das nachgelegte Schlepperballett. Ja, Ja, tatsächlich, der macht es 360 für dich. absolut. Jetzt haben wir die Schiffe wenigstens schon mal alle in einer Kamerarichtung. Das hilft. Richtig gut. Was denn? Super, oder? Ja, ich finde gut. Also, Das klang auch so negativ gerade. nee, so war das überhaupt nicht gemeint. Aha, Aha. Die andere AIDA und jetzt auch an. ja. Da muss ich jetzt auch mit rausgehen. Die muss aber noch drehen. So, Sophia Soraya. Und hier einer unserer Lieblinge, die Sophia Soraya. Ah, ja. Da ist sie, das Kupfererz-Taxi. Das Kupferherz, hallo! Wir sind hier oben, ihr Lieben. Die sehe ich nicht. Hat doch eben im Chat geschrieben. Genau, hallo! Du musst rauskommen. Ah! Ja, Da geht's. Juhu! Viel Spaß, gute Fahrt! Oh, herrlich, großartig! Grüße! So, dann bin ich jetzt auch mal wieder verdünnisieren. Adi? willst du los? Ja, ich Rainer? muss. Nix, ne? Ich muss Ja, wieder. schön, dass du hier warst. Wir sehen uns bei dir im Chat, ne? Auf jeden Fall. Und dann ja. demnächst bei dir auf dem Bock oben. Natürlich. Druckverlust. Was sind Du bist das- auch so, das ist so Das geil, klang ne? schon wieder so ab. Nein! Komm gut nach Hause. Na klar. Pass auf dich auf. Ja. Pass auf Paddy auf. Mach ich. Ja, kein Ich versuche. Blödsinn noch drin. Nein. Nee. Siehst Komm du her, wohl. mein Kleiner. Ach, ja.
Na, Großer. Komm gut nach Hause, ne? Musst du jetzt gleich arbeiten, oder? Die Freier. Ja, komm gut heim. Ja. Und dann Habt ihr noch viel Spaß? Schicht, ne? Ja, danke dir. Ich habe alles Florida. Ja. Also das ist ja wohl wirklich vom Timing her. Mehr geht nicht. Also das ist ja wirklich Hammer. Schlag auf Schlag, ne? Ja, wirklich, Schlag auf Schlag. Das haben sie gut gemacht. Richtig gut. Und gleich legt natürlich dann noch die Aida Luna ab. Die Freier will auch noch mal gesehen werden. Die will auch noch mal mitmachen, ne? Ja. Da fährt Sophia Soraya. Schwester von Kaya Josephine. So, jetzt zeigen wir die Freier noch mal. Auch ein hübsches Schiff, kann man nicht anders Ja, sagen. sehr hübsches Schiff. So, und ich glaube, bei der Luna ist leinenmäßig auch schon was locker. Ja. Geht's da los? Ja, Sieht so aus, da ne? hängen die Spaghetti schon raus aus dem Maul. Spaghetti. Weißt Bescheid, ne? Guck mal, wie die Sophia Soraya sich dazwischen quetscht. Mit dem möchte ich auch noch mitspielen. Ich brauche mal einen Ersatzakku. Oha. Na, Dietmar sagt, ab morgen ist wieder ruhiger in Hamburg. Ja, könnte man so sagen, ne? Es ist definitiv ruhiger. Der Alltagstrott kommt wieder. Aber die nächsten Feiern stehen ja auch schon wieder an. Also insofern ist ja Aber immer hier was jetzt los. bekommen wir ja noch eine schöne Drehung. Noch eine schöne Drehung von der Aida Du Luna. wolltest sagen, eine schöne Dröhnung. Eine Dröhnung, ja. Mann. Die habt ihr ja schon bei Anja ja hier ist, ne? Oh, herrlich. Ach Nein, das Mensch, ist schön. was für eine Party, dieser Hafengeburtstag. Ey, so toll. Was genau hat denn die Freier eigentlich vor hier unten? Die wollte sich noch mal präsentieren. Möchte noch mal Schaulaufen machen? Ja. Oder kann das sein, dass die jetzt nur Gäste rausgeschmissen hat und sofort losfährt? Das kann natürlich auch sein. Sieht so ein bisschen so aus, als ob die sich auf den Weg macht. Ja, kann sein, ne? Ja, aber nicht so, wir müssen ja noch mal ganz kurz philosophieren. Ich finde es ja toll für die Menschen, die nicht vor Ort sein können und durch diesen Kanal wirklich eine ganze Menge mitbekommen haben vom Hafengeburtstag. Freue ich mich sehr drüber, weil das ist schon ein Spektakel. Das kann man nicht anders sagen. Klar, wenn du vor Ort bist, hast du natürlich noch mal alles, was dazugehört. Diese ganzen... Ja, ich kann das gar Die nicht... ganzen Menschen. Ja, Menschen... Nein, ich weiß, was du... Das ist dieses das Gefühl. Flair, Ja, dieses genau. Töne, Gerüche. Und vor allen Dingen die Sonne auf der Haut. Also du bist ja auch draußen. Du bist immer den ganzen Tag draußen. Du tüdelst ja den ganzen Tag rum, kannst was essen, kannst was trinken, kannst was gucken. Da wird da wieder was gemacht, dann wird da wieder was gemacht. Hast nur eine Daseinsberechtigung und darfst nur da sein. Ohne... Oder brauchst nur da. sein. Und Guckst dir das alles einfach Genau. an und genießt es einfach. genau. Und das ist natürlich, wenn du vor Ort bist, nochmal ein bisschen was anderes. Natürlich. Aber für viele, ganz ehrlich, die kommen von weit her und können sich das... Hier ist es so teuer, allein die Hotels, das ist unfassbar. Und es ist ja aber auch so, es gibt ja auch Leute,
Die mögen es nicht, in großen Menschenmassen unterwegs zu sein. Das kommt auch noch dazu. Menschenmengen versuche ich eigentlich auch zu vermeiden. Ich mag das eigentlich auch nicht so gerne. Ich bin ganz gerne so ein bisschen im kleineren Kreis, irgendwie finde ich netter. Ja. Von daher würde mich das auch total ansprechen, mir das zu Hause anzugucken. Ja, also das kann ich mir auch gut vorstellen. Also Mein vollstes Verständnis für allen, denen das zu voll ist. Ja. ja. Aber ich habe das gern gemacht mit dir zusammen. Ich War fand nur das halb auch so toll. schlimm. Geteiltes Leid Ja, ist ihr habt es halbes auch super Leid. gemacht. Ja. Ja, die Leinen sind los. Also das geht hier jeden Moment los mit der AIDA Luna. Und wer steht da unten? In Orange? Na, gibt ja nur eine. Gibt ja nur eine. Wo denn? Was denn? Wer Brigitte denn? steht da unten, Ach, was? direkt an der AIDA. Ja, sie kennt wohl jemanden, der macht da ganz gerne mal für sie die Pforte auf. Ach, das ist ja nett. Ja, ja. Ist sie das da in Pink? Ja, Nein. in Orange. Orange. Das ist doch auch ein Hühnchen, oder? Das ist doch Ja, und entzückend. sie hat da ihre Ultras dabei. Und guck mal. Es ist schon süß, oder? Ja. Ja. Die freuen sich so dolle. Das ist so irre. Kann man überhaupt nicht verstehen, aber das ist, wie es ist. Ja, du, aber jedem sein Himmelreich, ne? Also, Total. Ja, wir freuen uns über eine neue Kamera. ja, und sie Und sind über Ida Großmünder. Sie freut sich über die AIDA. Und ich freue mich immer über das Essen. Ich freue mich immer über Essen. Aber das kann ich gut verstehen. Aber wollen wir mal ins Gallego oder sowas? Jetzt geht's los. Ja. Auch die gehen auf große Reise. Wohin geht die Reise, weißt du das? Nein. Nein, leider. Geruch. Da bin Wo ist ich. Brigitte? Die hätte es gewusst. Wahrscheinlich. Die hätte es gewusst. Die hätte gesagt, ja, der Kapitän hat mir gesagt. Genau. Ja, aber nichtsdestotrotz. Also jeder hatte so seinen Part dazu. Also Jeder hat seinen Spleen, ne? Das ist ja, einfach so. alles gut. Leben und leben lassen. Eben. Solange wir den anderen nicht wehtun, ist alles super. Ja, Ja, also erstmal Prosit, ne? Stößchen. in diesem Sinne, in die Ja. Rinne. Ne? Ja, immer. Sag mal, was ist denn da auf der Postboje? Sitzt da ein Frosch drauf? Frosch? Wie soll denn da ein Frosch hinkommen? So Ja, ein stimmt. großer, oder ist das ein Transformer? Was ist das denn? Oder Was hat ist da denn einer da? einen draufgesetzt? Nee, das ist grün. Das ist bestimmt Elas-Werbung. Du, wer weiß, der hat jemanden Kermit gekauft und den da draufgesetzt. Oder klettert da jemand drauf? Ist das ein Froschmann? Froschmann? Der ist Ich weiß es Meerjungfrau. nicht. Was ist denn das, Leute? Ihr seht das an euren großen Bildschirmen. Das gehört da aber nicht hin. Hast du noch ein bisschen extra Zoom? Nee, das war schon Schade der extra. eigentlich. Hä? Schokolade. Keine Ahnung, was. Also schon wieder so ein Mysterium. Ein Fall für Galileo Mystery. Was? Kannst du mal an der Postboje vorbeifahren? Kermit? Ja, weiß das nicht. Hier fragt jemand, wie lange die Postboje noch bleibt. Ich denke, dass die morgen Morgen? oder so abgebaut Ja. wird. Ne? Ich meine, das ist ja auch irgendwie cool, ne, dass die das machen. Ja? Ja, finde ich total. Ich meine, Ah, schönes Bild. Ah, das Licht da drauf. ja, ne? das Licht ist. Ist nicht so schlecht, Licht. oder? Ist jetzt nicht das Allerschlimmste. Ben eskaliert schon wieder. Und du kannst es verstehen. Ja, absolut. Willst du hierher? Komm Ah, her. nur ganz kurz. Ja. Kannst auch ganz lange. Nein, 2 Minuten. Länger brauche ich nicht. Dann gucke ich mal hier mit auf den. Eine Froschfigur, sagt der Schuh. Ja, irgendwie war das froschmäßig, oder? Die Luna geht nach England, sagt jemand. Oh, schön durch den Ärmelkanal.
Danke. Sag mal, ich sehe jemand ans Stativ. Das ist doch schief, oder? Du, da bist du derjenige, der da... Nee, doch, das ist gerade. Das täuscht nur, weil ich schräg drauf filme. Karin sagt, das ist eine falsche Richtung, aber das Schöne, Karin, ist, dass die genau hier vor uns drehen wird. Also das ist nochmal die absolutes Highlight. Jetzt nochmal zum Abschluss. Kirsche auf der Torte. Genau, aber die besondere Kirsche. Und dann ist aber Schluss. Wollen wir gleich noch ein Stößchen nehmen? Ja, ja. So ein Zehntes geht noch, oder? Hallo, ich habe noch gar nichts gehabt. Ich war mit meinem Kind den ganzen Tag unterwegs. Da muss man Vorbildfunktion einnehmen. Nein, die trinkt ja auch keinen Alkohol. Ach so. Kann ich sagen, komm, lass mal was trinken. Und sie, ja super, Apfelschorle. Spaßbremse. Genau. Nein, ist alles gut. Alles gut. Du lieber so als andersrum, ne? Ja, absolut, ich bin super dankbar. Ich bin wirklich dankbar. Ich bin so dankbar. Schöne Fähre. Ach, das ist doch nett. Guck mal, jetzt wird es aber auch langsam echt ruhiger hier. Also muss man wirklich sagen, das ist jetzt wirklich die Kirsche. Die kleine Luna. Ja, aber die Luna kriegt ihren privaten Auftritt jetzt Absolut. Hier, ne? Aber Ohne schön mit der Fähre davor. Ja, ich finde das super. Und das Licht. Ja, also Amadea und Prima, das war schon schwer, sich da immer für eine zu entscheiden. Ja, aber vielleicht hört uns der Kapitän ja wieder. Herr Kapitän, wenn Sie uns hören, wir sind's wieder von Hamburg Hafen Live. Ich mache gleich auch Winke, Winke, Winke und Sie machen nochmal Honey, Honey, Honey. Alles klar oder was? Guck mal, da wird gewunken. Oh, da tanzt einer seinen Namen. Was? Oh ja. Ein Herz für Waldorfschüler. Ich habe einen Freund, der ist Lehrer in der Waldorfschule, beziehungsweise macht dort die Kinderbetreuung zusätzlich. Also ist wirklich interessant, ist mal ein völlig anderes Konzept. Ja, ja. Ja, man lacht ja immer so drüber, im allgemeinen Volksmund, ne? Naja, sie sind Aber eben sie sind mit halt ein bisschen weniger, anders. sie sind mit weniger Regeln. Das ist Ja. einfach so. Ja. Ob das gut oder schlecht ist, darum kann man sich streiten. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen auf den Charakter des Menschen an, den man da beschult. Ja. Bei den einen funktioniert das sehr gut und bei Ja. den nächsten geht es total in die Das ist Hose. wie im echten Leben. Ja, Weißt du, du musst dir auch vorstellen, Oh, wenn du dich... müssen wir jetzt über Erziehung, Schule, Nein. Kindergarten? Nein. 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 Bitte nicht, das ist ja fast Wir noch wollen schlimmer als jetzt Politik. Urlaub, AIDA. Aber da kann man tagelang drüber diskutieren, Ja. da hast du recht. Ja, trefft euch doch mal. Der geht erstmal in Urlaub. Und dann will er auch lange nichts hören von Hamburg Hafen Live. Der will erstmal Ruhe haben. Guck mal, der kommt immer weiter zu uns. Der will sich Ja. richtig schön ausrichten Ja. für Schwester Hansen. Ja. Er darf auch gerne rauskommen und einmal schreien, wenn er will. Sollen wir mal gucken, was da los ist auf der Nock? Hallo. Hallo, hier sind Hanni wir. ruft Nock. Hamburg Hafen Live ruft den Kapitän. Wir brauchen ein Handfunkgerät. Ja, das ist das kleinste Problem.
Also für den jetzigen Moment schon, aber ein größeres. Aber für die Zukunft, Ben, guck dir das Licht an. ja, Guck dir bitte dieses Licht an. Oh, es ist ein Traum. ja. Lichteskalation. Es ist ein bisschen sehr, sehr hübsch. Ja, schöne Guck mal, und mit Reise. allen Zuschauern könnten wir locker 3-mal die AIDA voll machen. Ehrlich? Ich weiß nicht, wie viel passen da drauf? Ich habe keine Ich glaube, Ahnung. das ist das nicht so eine 2000er Größe, die AIDA Luna? Tja, das ist eine gute Frage. Ja, Ingo ist nicht da. Ja, der hätte es gewusst. Also Ingo müssen wir auch noch irgendwie verhaften für den Kanal, oder? Absolut. Als AIDA-Experten. Ingo ist so ein cooler Typ. Aber jemand weiß das bestimmt im Chat. Wie viele Passagiere passen auf die Luna? (1039 Kabinen. Gästekabinen, ja, aber Also dann mal sprechen wir zwei. doch bestimmt irgendwie so über Wir sagen mal 2, dann sind es über 2000. 2050. Ja, 2050. Das ist doch schreibt so. jemand. Ja, also stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor. So, jetzt mal kräftig winken. Alle ihr da. Vor dem Fernseher auch kräftig winken, So, damit die uns jetzt auch im sehen. Chat winken, alle Und winken. Jetzt die Hupe. Jetzt die Hupe. Hup, hup, mein Freund. Los, jetzt. Ja. 6 Sätzen. Ja, da können wir nur eine gute Fahrt nach England wünschen. Machen wir trotzdem. Ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß. Macht es euch kammodelig und kuschelig und genießt die schöne freie Zeit. Und das Essen soll ja auch gar nicht übel sein. Dann macht euch das kommodig. Ja, Ne? Aber sie hat ja auch schon reichlich Hörner rausgehauen. Ne? Vielleicht ist der Kompressor leer, man weiß es nicht. Zu wenig Hörner hatten wir heute in der Tat nicht. da kannst du nicht meckern. Also was hier bei der Parade los war. Ja, ein wirklich sehr, sehr schöner Abschluss, oder? Ja, Besser geht's doch gar nicht. unter dem A wird ganz Ja. doll gewunken. So schräg daneben, rechts daneben. Schönes Winken war das. Ja, in dem Licht, ne? Ist echt ein Träumchen. Also, Ja, es ist schon wirklich sehr apart. ja, ja. Also Hamburg, ne? Kann was. Was kommt da noch? Die Elbe. Ja, die Elbe. Die Elbe auf der Elbe. Die wollte noch mal alleine ins Bild. Die hatten alle nicht genug Aufmerksamkeit Ach, die in der Geschichte. Parade. So, ich sehe noch Chrissy, Deck 7, Steuerbord vorne. Das ist doch Steuerbord vorne hier, oder? Ja.
Aber wo ist Chrissy? Da vielleicht? Ja, da ist doch jemand auf jeden Fall, der winkt. Da winkt jemand. Bist du das? Ist das Chrissy? Wir haben dich auf jeden Fall im Bild. Also jemanden. Sogar zwei. Winkt auf jeden Fall. Ja. Oh, guck mal hier. A1 Antigua. Mann, Leute. Schön. Und die fährt jetzt auch so in das schöne Licht. Oh. Jetzt Romantik. Hier noch so ein bisschen Segelromantik. Oh, ist das schön. Oh, der Schlepper, der zieht, glaube ich, gleich noch auf Höhe der AIDA. Elbe ist, glaube ich, schneller als die AIDA. Wunderbar, da haben wir sie erwischt. Cool. Chrissy schreibt, das waren sie. Naja, haben wir das wenigstens auch geschafft. Gute Reise, würde ich sagen. Haben wir schon gesagt. Haben wir schon gesagt? Ja, aber können wir gerne nochmal sagen. Wir brauchen Geburtstagshorn. Gibt es heute Geburtstagskinder? Ja, das habe ich eben schon gesehen. Ah. Das ist jetzt eine gute Möglichkeit. Also für alle Geburtstagskinder heute. Genau. Es ist nicht nur Hafengeburtstag, auch ihr habt Geburtstag. Ich hoffe, ihr seid nicht 836 geworden. Und wenn doch, dann sage ich Respekt. Weißt du was? Ja, Entschuldigung. Was Dann denn? legen wir für meine Mutter noch mal einen nach. Den habe ich nämlich gestern vergessen. Das ist nicht dein Ich habe meine Mutter angerufen. Ach so, keine- okay. Ah, okay. Aber das Horn habe ich vergessen. Okay, dann Dann noch machen wir Happy Gottes Birthday Willen. für gestern und heute Geburtstagskinder. alles Einfach Gute, zusammen. ihr Lieben. Was für ein Bild mit der Elbe vor der AIDA Luna. Schick, schick. Hier möchte jemand abfliegen. Thomas ist aber... Thomas, komm gut nach Hause. Schön, dass du da warst. Ja. Streamst du morgen? Ja, Finkenwerder. Finkenwerder, Fluggesellschaft 11. morgen, Finkenwerder 11 so. Genau, Mittagszeit. Mal schreiben, mal gucken, wenn ich morgen wieder laufen kann. Vielleicht komme ich ja mal spontan vorbei, aber ich verspreche lieber nichts. Alles klar. Viel Spaß noch. Danke, ne? Danke auch. Tschüss. Tschüss. Na, Schwesterchen, da wollte, glaube ich, noch mal jemand Hallo sagen. Ich bin noch verkabelt, genau. Ja, Schwesterchen hat Ich gehe noch mal schnell auf die Terrasse, da sind noch Menschen, die... Ja, dann gib doch noch mal das Mikro weiter. Ja. Wir machen mal hier so langsam die letzten Streamzüge, oder? Ich sag noch schnell, Was für ein Abschlussbild. In den Chat einmal einen schönen Sonntagabend für euch alle. Bis zum nächsten Mal. Es war wunderbar. Es war ein Traum. Es war Eskalation. Es war Emotion. Es war einfach geil. Schön. Das hat Und du ich auf den sag- Punkt gebracht. Ja. Und dann sage ich erstmal für mich, für euch Tschüss. Und bis demnächst. Na, Bis gleich. bis gleich. Tschüss, tschüss. Ich glaube, ich muss hier gleich noch mal den
Dieter Thomas machen. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Warte mal. Captain Haddock hatten wir, Icy Yogi hatten wir auch. Dirk Bütow, 5 Euro Superchat, hatten wir glaube ich auch schon. Egal, da steigen wir nochmal ein. Dann der Andi, 5 Euro. Udo, 5 Euro. Sven, 2 Euro. Shielded 4, neu mit einem Prime Sub dabei. Anlor Borchardt, 5 Euro. Dann Clauli, seit 6 Monaten dabei. Der Rainman 2,49, Christina 15 Monate, TL Naturbild neu an Bord auf dem Fischmarkt, Safe Zone Expert 5 Euro Superchat, Quax 2,49, Harry de Jong 4 Monate auf Twitch, Jürgen neu auf der Reeperbahn dabei, Dark Chris 5 Euro, Jürgen Fretter verschenkt eine Mitgliedschaft, JJ 5 Euro, Gabriele auf dem Fischmarkt neu dabei, Rinschen 2 Monate auf Twitch mit dem Sub. Jürgen lässt 10 Euro da. Der Thomas feiert 7-monatiges. Hansi Seehund 5,99. Fischeis Original ist doch der Hansi. Nochmal 140 Bits auf Twitch. Gasti Luxelot 127 Bits. D. Badberg 7 Monate. Einfach Via verschenkt ein Sub an Fischeis Original. Der Hertus lässt 100 Subs da. Grisu ist seit 5 Monaten dabei. The Mäusezahn neu auf dem Fischmarkt. Smasher, eine 5er Subbombe. Tiger Tex neu mit dem neuen, mit dem Prime Sub neu dabei. Andi der Sattelstepper, 5 Schweizer Franken. Jakobs Aviation lässt 2 Euro da. Stilgar, 11 Monate. El Capitano hatte uns geradet. Auch natürlich mal wieder übersehen. Martin und Jutta, 30 Euro. Sascha, 5,99. Wookie, 1 Euro. Mirko, 5 Monate auf Twitch dabei. Juliana 14 Monate auf dem Fischmarkt. Der Ankerbengel 2 Euro. Marens 2,49. Gasti Luxelot 100 Bits. Britta und Papa Klaus 10 Euro. Holger 1 verschenkte Mitgliedschaft. TB 2 Euro. Stefan 2 Euro. Dirk Vorbeck 5 Euro. Petra 2 Euro. Jackbird 11,99. Hansi Seehund 2,49. Mobile 12 Monate. Hans Hartmut Müller 5 Euro. Jana Lina 2,49. Chipspotter Paul 5,99. Dirk Bütow 2 Euro. Beirut 500 Bits. Alm Joey, danke für deinen Prime Sub. Natalie 5 Euro Superchat. Michael Keller 11,99. Jennifer Schröder 13 Monate auf dem Fischmarkt. Andreas 14 Monate. Der Micha verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Brigitte 5 Euro. Marcel 20 Monate. Fotodesigner 22 Monate. Hamster 11 Monate. Claudia 11 Monate. Charlene Möhring mit 5 Euro. DaWW 9 Monate auf Twitch. Axel F 22. Elke Mark Hamburg 2 Euro und der Kiekel lässt auch noch mal 2 Euro da. Leute, ihr seid sensationell. Ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Und ja, womit kann man den Hafengeburtstag besser ausklingen lassen als mit einer satten Techno-Party? Es ist Sonntag, 20:21 Uhr. Hier ist Hamburg mit Hamburg Hafen live auf dem YouTube-Channel. So viel zum Thema Dieter Thomas Heck. Möchtest du auf dem Schiff jetzt sein, Ben? Nee, ich mag so mehr Musik mit Stromgitarren, weißt du? Okay. Ich hatte ja tatsächlich mal eine Techno-Zeit. Echt? Hat da jemand Paddy geschrien? Oh, eine HSV-Flagge! Ach, guck mal hier. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Also, eine HSV-Flagge auf der Haddock-Fähre. Ist eine Aussage, oder? Ja, guck mal, wie er am Winken ist da unten. Das kann doch nur Krawattekelch sein, oder? Meinst du, Krawattekelch hat die HSV-Flagge gehisst? Das kann sein. Das kann sein. Andi Borchardt auch nochmal 5 Euro. Und das Steffen lässt auch nochmal 5 Euro da. Danke, ihr Lieben. Ihr seid wirklich sensationell. Also, es ist unfassbar. Es ist wirklich alles absolut unfassbar. Und ja, ich glaube, dieser Hafengeburtstag, der ist was für die Geschichtsbücher. Ja, ja, und lasst uns doch mal gucken, ob wir hier noch mal ins Bild kommen. Ja, kommt doch mal Was hast alle du denn ran. da? So, guck kommt mal hier ran. Hier unsere
Jeder, der möchte. Unsere Mädels und Ben Ja, die dahinter. Mädels waren nach vorne. Dennis ist auch noch da. Ja, ich mache mich klein. Dennis von der Elbcamp. Ich gehe nach hinten. Ich habe das Gefühl, Ja. je weiter der wegfährt, umso lauter wird die Musik. Ja, das ist extra, ist doch klar. Ja. Ja, Ja, da geht's ab. standesgemäß nicht. Ja, was war das für ein Wochenende? Mir fehlen die Worte. Verrückt, oder? Wahnsinn, oder? Also wirklich verrückt. Wirklich verrückt. Mega Wetter. Ich glaube, tolle Bilder. Wahnsinns-Action. Ich glaube, Emotionen waren dabei. Also so berührt von Schiffen und was man damit machen kann, war ich, glaube ich, noch nie. Also nicht zu vergessen natürlich auch die Helikopter, die ihren Teil dazu beigetragen Wahnsinn, haben. ne? Auch Gänsehaut. Wow. 3 Tage Hamburger Hafengeburtstag. Superlative. Ja. Ja, Ja. ja, Sensationell. absolute Superlativ. Da kommt Schwester Hans, wir sagen gerade Tschüss. Oh, komm doch mal ran. Ja, komm doch mal ran hier. So, ich bin's nochmal. Ja, da sind sie. Ich glaube, das jetzt alles nochmal aufzuzählen und Revue passieren zu lassen, das würde zu weit gehen. Ich kann nur sagen, ein dickes Dankeschön. Ein dickes Dankeschön an den Hafen, dass ihr uns das geliefert habt. Ein dickes Dankeschön geht an Fairplay, die uns wirklich auch viel ermöglicht haben, was die Bilder angehen. Ein dickes Dankeschön geht an das Gin Hotel, Ja. die uns hier beherbergt haben. Und die ganze Community, ne? Das muss man Die ja auch ganze mal sagen, Community, auch an den Deutschen Wetterdienst, die uns gestern auf die... Ach, hier ist nochmal das Fähnchen mit der Nudel. Ja komm, hast noch was zu essen. Ja, und natürlich an die ganze Community, alle, die hier vor Ort waren, alle, die im Chat waren. Also die Streams sind auch explodiert, zahlenmäßig. Hat das auch wirklich alles in den Schatten gestellt, was wir bisher hatten. Unsere Moderatoren, die zu Hause wirklich, ja, Sebastian, die und Remo Maschine, und Antje. Remo, Antje, also wirklich sensationell. Ne? Ja. Aber natürlich auch alle vor Ort, Kirsten, die uns die ganze Zeit wunderbar versorgt hat, Schwester Hansen, die gute Laune-Fee, ja. Ben the Brain, der ohne dich wäre es nicht möglich gewesen. Ach, das hättest du gut geschafft. Ja, Nee, hätte er nicht. Ne? hätte er nicht. Absolut no. Ich wäre wahrscheinlich heulend nach Hause gefahren. Ja, und natürlich meine liebe Frau Tanja. Ohne die geht gar nichts. Also ich war natürlich nicht ganz so präsent. Ich musste mich leider hier ein bisschen um die... Also nicht leider, also ne, nur, dass ich nicht da war. Ich musste mich hier so ein bisschen um die Community kümmern. Also ich war hier so draußen vor Ort und bin hier... Hab mir Kilometergeld verdient, würde ich sagen. Ne? Ja. Ja. Aber das größte Dankeschön geht natürlich an dich und an Tanja. Ihr habt das Ganze hier aus dem Boden gestammt. Das ist eure Idee und von Ja, daher... ihr habt das vor allen Dingen alles vorher gemanagt und organisiert, was sicherlich nicht ganz einfach war. Also von daher Hut ab. Vielen Dank für das schöne Wochenende. Ich war gerne dabei. Ja. Wenn du mal wieder fragen solltest, ich komme wieder. Wenn du nicht fragen möchtest, ist das auch in Ordnung. Da kommst du trotzdem, Nein, also ne? wirklich ganz großartig. Vielen, vielen Dank für die Bilder. Vielen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein durfte. War mir ein inneres Vergnügen und ein Blumenpflücken. Ja. Und ein Blumenpflücken finde ich jetzt ganz süß. Ja. Ja, ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart. Wir leiten euch jetzt weiter zur Elbcamp, denn ich glaube, da kommen gleich noch ein paar Schiffchen vorbei, oder? So, Dennis. Ja, Dennis sammelt den Hafengeburtstag ein. Genau. Dennis fegt durch. Nee, Dennis macht Abrissparty. Also Leute, Aber ich steuere sie nicht, die Kamera ist aber ausgerichtet. Ach so. Alles, was kommt, wird Ach so, Dennis trinkt sie also schön noch ein Bierchen Ja. und wird Ach so. lässt die Kamera wieder, ja. Ja, haben wir verstanden, haben wir absolut verstanden. Das Aber nicht wieder den Konzept. Pullover vergessen. Ne? Den hast du diesmal Ich habe ihn Gut. diesmal an, ja. Ja. Aber Barbara ist da und die passt auf euch auf. Auf Gut, ihr uns oder auf Lieben. dich? Nee, auf die Community. Tschüss! Tschüss.